Ja, moin. Ich freue mich mal wieder. Ich freue mich mal wieder richtig. Der Carlos ist da von To Die For aus Düsseldorf. Ich freue mich auch. Hallo, danke, Ja. dass ich hier sein kann. Carlos war ja schon mal zu Gast beim Tattoo Talk von Andreas Köhnen und mir. Ist aber auch schon was her. Ich habe Ist überlegt. schon was her. Er hat auch leider nicht so gefruchtet. Die Leute haben sich beschwert, 2,50 Euro bezahlen zu müssen, um 2 Stunden Sendung Ja, zu die sehen. Leute sind verwöhnt, alles umsonst zu kriegen. Ja, Das ist einfach so. das ist halt so, da können wir nichts dran machen. Ich habe dich jetzt eingeladen, damit wir nicht wieder über dasselbe quatschen wie in den ganzen anderen Sendungen. Ich greife aber nochmal auf, du bist für mich Lord of Rotaries und Pens. Ne? Du hast so ziemlich jede Rotary und Pen, die es gibt. Du hast von uns auch sehr, sehr viele Maschinen bekommen, weil ich auf dein Feedback wahnsinnig viel Wert gelegt habe immer. Und probiert. Ja. Und wie viel sind es mittlerweile? Also wie viel ich insgesamt habe, weiß ich nicht. Wir haben uns eben kurz unterhalten. In reinen Pens habe ich bestimmt 80 Stück ausprobiert. Ich schätze mal um die 200, 250 Rotaries werde ich mir schon seit... So hätte ich jetzt auch geschätzt. Die allererste Rotary, die ich mir je gekauft habe, dafür bin ich noch ausgelacht worden, kann ich sogar sagen, habe ich glaube ich vor 18 Jahren oder so bei dir nämlich gekauft. Und du hattest das war so ein wie Swiss Rotary, so ein bisschen Rip-Off. Das war so ein ähnliches Ding. Ja. Das war die allererste, die ich je gekauft habe. Swiss Rotary, ist auch schon tot. Ne? Und dann ging das los und seitdem... Ja, und dann kam die, ich erinnere mich noch an die, wie hieß sie aus Schweden? Dragon? Nee. Dragonfly, doch. Doch, die Dragonfly, ne? So, und dann hatte ich die ja und dann in London auf der Convention während des Auspackens 60 Stück verkauft, weil alle da, Wahnsinn, ne? Ja, wobei Swatch Drive, du warst glaube ich der erste und der einzige Europa, Swatch Drive Europa und Swatch Drive hat ja das Ganze total revolutioniert. Also das war, ich glaube, da kam eine Riesenwelle, weil Chris Trevino auf einmal, weiß ich noch, Tattoo Artist Magazine, alle Tätowierer, was? Du arbeitest mit einer Rotary, was ist das denn? Swatch Drive und dann ging das. Also die waren ja mal, jetzt greifen wir mal eben ein bisschen vor, Swatch Drive hat eigentlich den Rotary-Markt beherrscht, die waren führend. Komplett. So, aber der Hersteller, da ist Genie und Wahnsinn sehr nah beieinander, ne? Du kennst, du weißt es. War nicht in der Lage, der hat nachher alle Angestellten rausgeschmissen, weil er jede Maschine selber verpacken wollte. Ich habe mir tatsächlich ernsthaft gewünscht, dass der noch mal eine Maschine macht, weil das letzte, was er gemacht hat, war ja dieser Brush und dieses Brush-Update und das Ding mit Akku, das zweite wäre, glaube ich, der absolute Das wäre der Wahnsinn. Burner geworden, aber der hat jeden, auch nah an ihn, Leute, die nah an ihm dran sind, alle enttäuscht und kriegt es halt auch nicht mehr hin, ne, da irgendwie. Ich habe noch eine Achter, den Brush, ne, noch aus Metall schwer, ne, noch graviert von ihm. Immer einer meiner Lieblingsmaschinen, läuft wie eine 1. Aber der hat dann das Marktführende abgegeben. Ich habe selbst die Generation 4 und 5 nochmal rausgeholt. Habt ihr alle? Und die funktionieren sogar mit Cartridges, obwohl es damals, wo die rauskamen, das war noch weit vor Cartridge. Richtig. Und die haben trotzdem genug Saft, das Ding zu betreiben. Schon verrückt. Ja. Schön, dass du Swatch drauf sagst. Was ist denn so deine Lieblingsmaschine unter den Rotaries Pens? Oder sag mal deine Top 3 so über die Jahre. Jetzt hast du ja doch ein bisschen was... Also ist schwer zu sagen. Ich mag halt, wenn ich jetzt Leute fragen, was würdest du empfehlen? Ich kriege ja öfters mal Nachrichten, wo dann Leute sagen, hör mal, ich will von Spule runter. Den empfehle ich natürlich immer die Neumann, weil das, glaube ich, der erste Schritt ist so der leichteste Schritt von der Spule zu einer Rotary, weil die halt Punch hat, die hat einen gewissen Sound, die hat ein gewisses Das ist so ein Mischding, ne? Dazwischen. Ja, da würde ich sogar immer empfehlen, komm, lass lieber das Kabel dran, weil ich finde mit dem Akku drauf, irgendwie fühlt sich das falsch an. Ich weiß nicht, die fühlt sich für mich, also einfach vom Handling, die macht Krach, da gehört ein Kabel dran, ich weiß nicht wieso. Ansonsten habe ich eigentlich gar nicht so richtig krasse Favoriten. Das ist bei mir so monatsweise mal die. Ich habe halt so viele, deswegen habe ich eigentlich kaum sowas, wo ich sagen würde, das ist mein Favorite. Müsste ich immer gucken, was macht jemand. Wenn mich jemand fragt, ich mache nur Black and Grey ohne Outlines, dann würde ich vielleicht sagen, guck mal, die. Aber so richtig, bei so vielen Maschinen hast du keine Favoriten. Hast du denn ähnlich viele Coil-Maschinen wie Pens oder doch mehr Pens und Rotaries? Also definitiv Pens und Rotaries. Coil-Maschinen hatte ich ein paar, aber hat komischerweise bei mir nicht so gezündet, dass ich so diesen Sammelwahn bekommen habe. Diesen Jäger. Irgendwie. Ja, dann bin ich das Pendant zu dir. Ja. Ich habe, glaube ich, 280 Coil-Maschinen. Ja gut, du sitzt auch an der Quelle, ne? Ja, ich saß an der Quelle und sitze auch immer noch dran.
Call-Maschinen gar nicht mehr. Benutze ich gar nicht mehr. Eigentlich so ein bisschen schade, weil ich bin gerade so ein bisschen, ich habe letztens ernsthaft mal überlegt, ob ich mir noch mal eine holen soll. Einfach so für das Liniengefühl. Aber dann merke ich doch, ich meine, ich tätowiere zwar auch schon oder erst, kann man sich drüber streiten, 27 Jahre. Ich merke, das Gewicht macht mir tatsächlich zu schaffen. Also viele sagen jetzt schon, viele sagen erst. Ja, deswegen. Ich fühle mich immer so dazwischen. Das Gewicht macht mir tatsächlich zu schaffen von diesen Maschinen. Das ist total albern. Ich habe meine Hände total versaut mit diesen leichten Maschinen. Ein Kabel dran kommt mir schon vor, als ob als ob einer von hinten gegenzieht irgendwie. Ja. Und das ist so ein bisschen die Sorge, aber ich glaube, irgendwann werde ich nochmal, ich habe mal eine ganz tolle Spulmaschine von Rob Hostetter bekommen. Da habe ich in Schwedengast gearbeitet und der hat mir eine Woche bei der Arbeit zugeschaut und hat die dann für meine Arbeitsweise angepasst. Also jetzt können wir kurz ein bisschen für die Tätowierenden da draußen fachsimpeln. Ich habe damals mit Spulmaschinen immer Linien, so wie mein alter Chef, der Ralf, das gemacht hat, mit einem Shader, mit einem langen Hub, also mindestens 4,5 Millimeter. Dann super punchy, aber langsam laufende Maschinen. Und damit konnte ich sehr schnell dicke Linien ziehen. Und genauso hat er mir einen alten Mickey Sharps Rahmen war das, den hatte der so abgefeilt, dass er ein bisschen leichter ist. Der hat anscheinend gesehen. Also das ist der Vorteil von Coils. Da kannst du natürlich viel mehr dran einstellen und fummeln und allem drum. Und wenn man weiß, wie es geht, wissen die meisten ja wahrscheinlich nicht mehr. Ne? Es gibt ja jetzt so große deutsche Hersteller zum Beispiel, die bieten ja auch Reparaturservice für Spulenmaschinen an. Das ist ja, ne, das wird ja Wahnsinn. Ja, aber das ist natürlich jetzt auch ein Trend, den man sieht. Also ich sehe sehr viele Tätowierer wieder Linien ziehen, weil du es gerade auch gesagt hast, mit Coilmaschinen. Ja, und schattieren mit Pen. Gerade, die haben natürlich sehr viele. Ja, zählt für mich auch zu. Ist ein anderer Antrieb, aber ist halt auch eine Spule drin. Aber die nehmen unheimlich viele, auch bei mir im Studio, nehmen die zum Leinen und nehmen den Rest dann mit. Bei uns auch. Also wir sind ja mittlerweile, haben noch 2 Jungs bei uns im Laden arbeiten, die machen das genauso. Ne? Also Cubins für Linien oder wirklich reine Spulen und den Rest dann halt mit dem Pen einfach aus Convenience. Aber das Gewicht, was du eben angesprochen hast, war eigentlich für mich tatsächlich der ausschlaggebende Grund, mal auf Rotaries umzusteigen. Ey, wenn du über 30 Jahre diese schweren Dinger mit dem schweren Kabel dran da bewegt hast und so, das hast du nicht mehr 8 Stunden ohne Schmerzen gemacht. Ne? Aber man muss auch sagen, das ist mir total wichtig, also vor allem, wenn wir jetzt hier auch ein paar Leute, die selber Tätowierungen machen, Viele. Als ich angefangen habe mit Rotaries zu arbeiten, man muss das auch nicht glorifizieren. Ich habe wirklich mich 2-3 Jahre durch einen Riesenberg Scheiße gekämpft. Ne? Meine Linien waren nicht drin, wenn ich mir das rückwirkend angucke. Das ist ein anderes Arbeiten. Ja, es gab auf jeden Fall so 2-3 Jahre meiner Tattoo-Zeit, wo rückwirkend die Linien sind irgendwann rausgefallen. Ich hatte wirklich Struggle. Damals haben die Rotaries das noch nicht hergegeben. Ich wollte das auf Krampf können irgendwie damit, weil ich das Werkzeug irgendwie spannend fand. Und erst durch die Swash Drives kam das so, dass ich wirklich, weil ich arbeite sehr, sehr schnell, sehr zügig, dass ich ein Arbeitstempo, wo auch die Sachen drin sind. Und heute bin ich an so einem Punkt, wo ich sagen würde, nach wirklich einer langen Eingewöhnungsphase sind zumindest vom Technischen meine Sachen so drin wie noch nie zuvor. Also aber es hat lange gedauert. Ich habe wirklich 2-3 Jahre fürchterlich graue Linien gemacht, das muss man einfach mal sagen. Ja, das habe ich nicht bemerkt. Ich habe halt nur gemerkt, dass du deinen Tattoo-Stil ein bisschen geändert hast. Ne? Das ist aber auch was anderes. Das ist eher auch meine Ungeduld. Das ist eher so ich habe meinen Tattoo-Stil, jeder, der mich auch zeichnen sieht, ich muss immer super schnell Resultate kriegen. Und diesen Stil, wo immer Leute sagen, wie bist du auf die Idee gekommen? Ich habe einfach eine Zeichenweise, wo ich einfach in einer Stunde eine so große Farbtätowierung machen kann. Und also 25 cm großes Mandala, dort wirkt kein Ding für dich. Nee, fehlt mir die Ungeduld für. Ja, kriege ich jetzt schon schwitzige Hände, was du sagst. Ne? Das geht gar nicht. Okay, gut, jetzt, ich bin schon noch ein bisschen länger dran als 27 Jahre. Ja. Du bist jetzt hier mein Lord of the Rotaries and Pens. Ich habe eine beachtliche Sammlung an Coilmaschinen. Würdest du mir raten, die jetzt schnellstmöglich zu veräußern, bevor die Leute aussterben, die wissen, was das für Dinger sind? Oder würdest du sagen, behalt die, weil die werden mit der Zeit noch an Wert zulegen? Boah, da bin ich, glaube ich, echt der falsche Ansprechpartner. Also ich frage dich aber extra. Man sollte es, also ich bin bei sowas der Meinung, niemals veräußern, weil es ja eher einen emotionalen als denn wirklich ist ja kein Goldberg. So. Das ist ja, wenn die Leute viel dafür zahlen, ist das ja so ein emotionaler Preis. Den die Leute ich meinte schon an Leute verkaufen, die dann den Wert der Maschine und die Herkunft natürlich auch weitertragen. Ne? Weil ich mache irgendwann den Arsch zu
Und dann, Ich bin der schlechteste Ansprechpartner für Verkaufen. Ich sammle so viel Quatsch. Ich habe 6 Handys zu Hause liegen. Könnte die loswerden. Aber ich würde es immer behalten, ganz ehrlich. ja. Also ich glaube, Und dann vererben an meinen Sohn nicht, und dem auch dass die. du unter finanzieller Not leidest. Also Nein. insofern solltest du die behalten. Von dem Aspekt her würde ich sie noch nicht verkaufen wollen. Aber ich müsste jetzt meinem Sohn auch zu jeder Maschine die Story erzählen, damit das natürlich auch weitergetragen wird. Da sind natürlich auch Guy Aitchison, Aaron Kane-Dinger bei, alter Mickey Sharps handsigniert und so. Ne? Ja. Die haben ja, da ist ja nicht nur eine Maschine, da hängt ja auch eine riesige Story. Das Gute ist ja, dass nach Ralfs Tod damals seine Maschinen zum Glück größtenteils in gute Hände gekommen sind. Genau, das meine ich so. Ne? Maschinen. Ja. Aber du bist ja noch nicht tot. Nein, das nicht, aber ich habe ja auch nicht gesagt, morgen verkaufen. Das ist hier ganz frisch aus dem Make-up. Ich meine ja auch nicht morgen, sondern irgendwann. Ja. Ne? So, oder soll ich einfach einen Arsch zumachen, dann erbt sie irgendeiner oder irgendeiner kriegt sie dann und dann sind die ganzen Storys damit natürlich auch gestorben. Ne? Ich befürchte, die meisten Leute, die sich für das wirklich interessieren und die das zu schätzen wissen, die sind ja plus minus in meiner Altersklasse. Und es gibt mittlerweile, da bin ich ganz happy, es gibt so eine junge Welle von so Leuten, die, glaube ich, da auch sehr drin sind, die auch echt Bock haben. Also ich habe so ein paar jüngere Tätowierer kennengelernt, so, ich nenne jetzt einfach mal den Namen, zum Beispiel so Jungs wie den Sushi aus Hamburg, das sind relativ junge Kerle, die sich aber wirklich für Tätowierhistorie interessieren. Ja, der Martin bei mir, Martin Honings war auch Gast hier. Der zum ist Beispiel, auch so. Genau. Da gibt es schon einige, aber das ist natürlich Perlen rauspicken, wem man sowas geben könnte. So, ne? Also ich glaube, weil die anderen, sind wir mal ehrlich, das sind alles... Ja, die haben dann was, wissen aber nicht, was sie haben. Genau. Jetzt hast du eben schon mal angesprochen, ich nehm mal die Maschine, mal die Maschine. Was sind denn deine Kriterien? Also du guckst dir das Tattoo an, was du machen musst? Nein? Nee, ich bin ja auch so, wenn ich eine neue Maschine habe, ich muss da sofort damit tätowieren. Viele verstehen das nicht, so, ja, aber dein erstes Tattoo heute ist ein Hals. Ja, muss ich jetzt halt durch. Ich habe eine neue Maschine, muss jetzt mein Kunde und ich halt durch. Ich muss sie ja direkt aussuchen. Ich kann das dann... Also du klärst sie auf, ey, hab schon nie mitgearbeitet, wird schon, oder? Ey, das ist einfach, ich gucke morgens so in die Schublade und denke mir so, guck mal, du heute. So, das war's. Also ich habe nämlich überhaupt gar kein... Ja klar, wenn ich halt ein Schwarz-Weiß-Tattoo mache, ich mache ja super viele Sachen nicht in meinem Stil. Ich muss ja eine große Menge an den viel zitierten Fußballerarmen machen. Ja. Und da nehme ich natürlich eine andere Maschine, als wenn ich jetzt irgendwie so ein New School Comic Ding mache oder ein Traditional, ich sage extra Traditional. Ich bin seit 27 Jahren, ich kriege es nicht gezeichnet, ein traditionelles Traditional zu machen. Das ist immer so ein bisschen cartoony. Aber da, wenn ich eine 18er Round Shader Linie mache, nehme ich eine andere Maschine als eine weiche Grauschale. Ich habe Corona, als wir hier zu hatten, ne? Habe ich ja tatsächlich genutzt, ne, habe mir die ganzen Koffer gekriegt und habe 250 Tattoo-Maschinen aufpoliert, alle wieder eingestellt. Also gar nicht, dass ich die irgendwann benutzen wollte oder dass das geplant gewesen wäre. Ich habe mir halt jede Maschine geschnappt und Springs ausgetauscht, laufen lassen. Ey, da waren Maschinen bei, die habe ich 10 Jahre nicht benutzt. Die machst du an und die lief genauso wie vor 10 Jahren. Da war nichts dran verändert. Ne? Ja, ich meine, das soll auch am Ende passieren. Ne? Ja, gut, dann hast du ein bisschen Flugrost mal an einem Spring oder ne, dann ein bisschen eingerollt. Das ist wie mit dem Auto, wenn er 10 Jahre stehen hast, dann fährt das ja nicht direkt. Aber da sind Maschinen bei gewesen, das ist der Wahnsinn. Mir hat mal jemand gesagt, egal von wem er eine Maschine kauft, das war zu Call-Zeiten, Call-Maschinen, der hat die erstmal auseinandergebaut, um der Maschine die Seele zu nehmen. Ja. Ne? Und dann wieder zusammengebaut, weil die hätte ja noch die Seele des Maschinenbauers drin. Okay. Und wenn er die jetzt benutzen muss ja seine Seele da. Kannst du nachvollziehen? Ja, mit der Seele kann ich nicht nachvollziehen, aber selbst bei so einem blöden Pen, ich muss die immer aufschrauben. Also oft das allererste, was ich mache, ich gucke mir den Motorantrieb und so, ich baue die auch immer erstmal auseinander. Ja? Ja, aber der Rotary ist jetzt natürlich auch kein Hexenwerk. Ne? Wenn du einmal das... Ja, aber weil du das Innenleben kennenlernen willst. Du willst wissen, wie die funktioniert. Ja. Aber, ich will gucken, was für ein Accenter, wie ist der Motor, wie ist die so insgesamt, im Englischen sagt man die Build Quality, wie sagt man, du weißt, was ich meine, wie sind die verarbeitet, wie ist das alles gemacht. Und da sind ein paar, auch der ganz, ganz großen Firmen, wie ich finde, stinken da sehr ab. Ne? Jetzt gerade auch, ne? Jetzt gerade auch. Also ich sag's mal, wir haben uns eben darüber unterhalten, wenn ich sehe, was Cheyenne zum Beispiel macht, also deren Evolution ist, wir bauen jetzt Maschinen, die aussehen, als wäre es die billigste China-Maschine. Verstehe ich nicht. Und von diesen wirklich sehr vielen Pens, die ich habe, ist die erste Solnova 4 mm eine der einzigen Maschinen, die bei mir wirklich abgeraucht ist. Und das war wirklich nicht mein Daily Driver. Lass die mal bei mir 3,5 Monate in Betrieb gewesen sein. Und für das Geld ist das schon ziemlich enttäuschend, muss man sagen. Ja, da tut sich gerade eine Menge. Ne? Ja. So, ich meine, ich bin jetzt auch lange dabei. Vor 15 Jahren habe ich gesagt,
Die Chinesen lernen von uns alles. Ja. In 15, 20 Jahren lernen wir von den Chinesen. Ja, ja. Und da sind wir jetzt. Ja, ja. Ne? Also die zeigen uns, wie man Maschinen baut. Ne? Also gerade. Ja, aber die sind natürlich auch so ein bisschen, ich folge halt immer noch aus so Interesse, aus Equipment-Interesse, auch so 1, 2 YouTube-Channels, wo Leute ganz coole Reviews machen. Die sind halt alle so ein bisschen cheesy, das ist mal besser, mal schlechter. Aber da kriegt jemand, ich sag jetzt mal den Namen, eine Dragonhawk-Maschine geschickt. Und der hat gesagt, er hat denen direkt gesagt, klar, ich review die für euch, aber wenn ich die scheiße finde, dann sage ich das auch. Ja, und er so. sagte, das war die allererste Firma, mit der er jemals in Kontakt stand, die gesagt hat, ja, das wünschen wir uns, weil nur Kritik macht uns besser. Und er sagte, da hat er dann keine Namen genannt, er hatte große Konzerne, die gesagt haben, Kritik gibt's nicht. So, ne? Du kannst die Maschine vorstellen, aber bloß nicht negative Äußerungen. Ja, das ist. Also, das sind ja die wir zu verstecken haben. Ja, ne? ja, ja. Also, da brauchen wir ja gar nicht drüber reden. Ja. Aber ich glaube, die haben einen anderen Ansatz. Ne? Sie nehmen Kritik halt wirklich so, ja, morgen mache ich es besser, und die anderen sind halt beleidigt, wenn du sie kritisierst. Dann fliegst du als Sponsored Artist halt aus dem Team. So, das Ja, ey, ich produziere auch in Asien, jetzt nicht unbedingt Maschinen, aber ich produziere auch in Asien und war auch bei vielen Herstellern, und das war schon vor 15 Jahren so. Ne? Wenn er sagte, hör mal, was habt ihr denn an Tattoo-Maschinen, dann nahmen die einen Karton, 50 Maschinen, dann sagt er, hey, such dir 5 aus zum Preis von einen. Und ganz ehrlich, da war viel Schrott bei, das wussten die selber. Aber du hattest dann auch eine dabei, ey, die läuft dann 10 Jahre. Ne? Also Ja, die sind auch innovationsfreundlicher generell Mittlerweile, ja. In China auf jeden Fall. Ich sehe das, wie gesagt, ich habe ja nicht ohne Grund so viele Handys, das ist auch so ein bisschen, passt irgendwie zu Rotaris. Ich stehe auf Rotaris und stehe auch auf Handytechnik. Die Chinesen sind ja so ein bisschen anders. Zum Beispiel, wenn du ein Faltphone hier in Deutschland hast, bist du ein Freak. In China ist das einfach Standard. Für die kommt was Neues auf den Markt und man ist gewillter zu sagen, oh, neues Produkt, ich kaufe mir das direkt. Hier sind Leute immer sehr, und deswegen wurden, glaube ich, hier auch Rotaris sehr lange sehr argwöhnisch betrachtet. ja, genau wie die Cartridges damals, als sie kamen, ne? Nach Nadelstangen. Ich meine, die Oldschooler, sehe ich ja gerade auch am amerikanischen Markt, immer noch mehr Nadelstangen gefragt als Cartridges. Ne? Ja, und, Wobei ich selbst da erstaunt bin, welche der alten Traditionstätowierer auch aus Amerika ich sehe, die dann doch mal in der Story, siehst du es im Hintergrund, wenn es irgendwie einer durch den Shop filmt, siehst du es auch mit dem Pen arbeiten. Ne? Ey, in den letzten Jahren, als Henning Jorgensen vor 2 Jahren ankam und sagte, ey, ich benutze nur Rotaris, wie geil ist das denn, schnell wechseln. Ja, da wusste ich, da wird einer nach dem anderen fallen. Ne? Auf der anderen Seite sehe ich ja, dass ein paar wieder zurück sind zu Linien mit Curlmaschinen. Ey, das ist bei mir so ein bisschen mit dem Zeichnen. Ich habe relativ lange auch digital viel gezeichnet und mittlerweile, ich bin wieder zurück zu Papier, weil ich merke einfach, also klar nehme ich schon mal mein Tablet, wenn ich ein Mandala, welcher bescheuert, das auf dem Papier zu machen, ist Zeitverschwendung. Das geht viel schneller am Tablet, aber da habe ich zum Beispiel wieder einen Rückschritt gemacht. Ich brauche einfach dieses Papier, ich nehme gerne jetzt wieder die Größe, dieses direkt in die Größe reinzeichnen, das hat auch so eine gewisse Dynamik, wenn ein Motiv direkt, du kannst nichts 1:1 sogar. Ich habe immer gedacht, ich wäre zu oldschool für das scheiß Tablet, aber einen kompletten Sleeve auf die Größe mit Vergrößern, Verkleinern, ich brauche das vor mir. Ich muss das sehen. Ich muss auch dann nochmal durchzeichnen und nochmal durchzeichnen. Und ich mag mittlerweile auch die Dynamik, das klingt so bescheuert, das ist mir manchmal auch zu perfekt, diese Tablet-Nummer, dann kannst du immer wieder die Proportionen verschieben, das nimmt der Zeichnung einfach so ein bisschen Power, das klingt jetzt so ein bisschen pseudo-esoterisch. Nee, ich weiß, was du meinst. Ich bin ja Tätowierer geworden, weil ich eigentlich Zeichner bin. Ich könnte ohne das Tätowieren wahrscheinlich leben, solange ich zeichnen darf. So zeichnen ist so. Und ich merke halt so, in meinem Skizzenbuch fühlt sich das ja auch geiler an, als auf dem Tablet was zu zeichnen, weil das ist einfach die Haptik, das kann man nicht. Und ich finde, das überträgt sich auch aufs Tattoo. Ich finde das richtig schlimm, wie sich Tätowierungen in den letzten 10 Jahren entwickelt haben. Und zwar haben sich ja, Shoutout geht raus an Neo Traditional zum Beispiel, die Sachen sind ja, die tätowieren das ja so, wie ihr iPad vorgibt, wie man Farbverläufe macht. Die machen es ja gar nicht andersrum. Es gibt ja ganz viele, die auf Krampf versuchen, auf dem iPad so zu zeichnen, wie man tätowieren würde. Bei denen läuft das ja anders. Und dadurch das hat Tätowierung komisch gemacht, wie ich finde. Und ich habe auch gemerkt, ich brauche Transparentpapier, ich mag Stifte, ich mag das so zu machen. Und der Pedro, ein Portugiese, der bei uns seit 12, 13 Jahren immer zu Gast ist, der macht auch Traditional, der sagte, ey Alter, ich arbeite mittlerweile in Shops. Wenn der sein Transparentpapier rausholt, dann kommen die ganzen Lehrlinge, und der arbeitet fast nur in Oldschool-Shops, Traditional, dann sind die halt so, boah, look at that guy, he's fucking oldschool. Die haben es noch nie gesehen, dass das einer so macht. Ne? Ja, Toto war letzte Woche hier, da haben wir noch, wie wir unsere ersten Nadeln
gelötet haben, Ja. ne? Wo es noch keine Magnums gab, ne? Nur Flats Aber wir haben es gehasst, oder? Nadeln löten war Toto irgendwie sagt, geil. er hat es geliebt. Echt? Boah, mir ist immer schlecht geworden, weil ich konnte Ja, mir auch. Hier die giftigen Dämpfe. Ich meine, hier keine Haare mehr, ne? Ja. Stress und das löt. Und ich konnte manche Nadeln zu gut löten, dass der Chef natürlich gesagt hat, aber Junge, machst du mir auch eben welche. Dann musstest du morgens immer, ich musste ja jeden Morgen, hat man ja gelötet. Ja, das waren noch Lehrjahre, Herrenjahre. Und dann musste man für den Chef noch mitlöten. Dabei hat man auch schön geraucht die ganze Zeit. So, ne, muss man überlegen, ne? Habe ich letztens noch gesagt, als ich angefangen habe, 98, bei uns hat man im Shop noch geraucht. Ne? Ja, das war. Also heute wäre es mir egal, weil ich nicht Raucher bin, aber damals war es schon praktisch. Wenn die Kunden geraucht haben, konntest du beim Tätowieren, haben die, hast du gesagt, komm, lass ich mal ziehen, haben sie die Kippe hingehalten. Ja. Kannst du heute niemand mehr erzählen. Wie gesagt, ne, Toto hat 72 mit Tätowierungen angefangen. Ne, so, und da gab es auch keinen Ultraschall oder Steris. Ne, da gab es eine Pfanne hinten am Herd mit Wasser und dann wurden die Nadeln ausgekocht. Ne, sauber gemacht, nächster Kunde. Ne. Ich glaube, der Ralf war auch einer der Ersteren in Deutschland, die mit Handschuhen gearbeitet haben, aber nicht aus hygienischen Gründen. Der sagte immer nur, weil die scheiß Farbe unter den Fingernägeln nicht mehr wegging. Ja, eine genau. Pragmatische Entscheidung. Ekel. Ne? Ja. Biker-Ekel. Guck, wie sieht das aus? Ja, so jetzt schlagen wir eine Riesenkurve vom Informativen zu Karlauer. Ne? Ich hatte letzte Woche ja Toto hier und 50 Minuten Zeit über alte Geschichten zu quatschen und wir haben auch echt viel gelacht. Hast du das positivste Erlebnis mit deinem Kunden? Ein witziges. Weißt du da was? Also wir hatten einiges letzte Woche. Ja, ich muss gerade überlegen, das Positivste. Positivste, ja. Das ist eine gute Sache. Also ich habe auf jeden Fall jede Menge so weirde Erlebnisse in den ganzen Jahren gesammelt. Okay. Mit Kunden. Also positiv, ey, das klingt jetzt total bescheuert. Ich habe fast jeden Tag Spaß mit meinen Kunden. Also wir sind so ein bisschen privilegiert. Wir sind ja ein Private Shop. Die Kunden sind ja alle irgendwie, das sieht ja schon so ein bisschen aus. Family, ne? Ja, und vielleicht habe ich auch einen speziellen Humor, wie ich mit den Leuten umgehe. Entweder die Leute haben Bock drauf oder nicht und die wiederkommen, haben Bock drauf und dann entstehen halt viele komische, weiß nicht, also positive Erfahrungen habe ich eigentlich ständig. Klar, man hatte halt viele komische. Ne? Ja, dann mach mal komische. Ich habe zum Beispiel ein Pärchen, ein Kundentattoo, ein Pärchen-Paar-Tattoo gemacht, die beide aber in einer anderen Beziehung sind, also beide ihre Partner betrügen und sich dann aber haben gegenseitig. Das sind so Geschichten, wo du denkst, so, da kann ich meiner Mutter nicht, das versteht die nicht. Nee. Da sitzt du so daneben und denkst so, ich habe auch, also das sind so Nummern, wir sind ja nicht im Fernsehen, hier kann man es ja sagen. Da fragen Leute, aber hast du schon mal einen Pimmel tätowiert? Einen? Ich habe die alle tätowiert. Ja. Ich meine, höchstwahrscheinlich 80% aller tätowierten Pimmel in NRW, die habe ich Von gemacht. dir, ja. Klar, wo ich bei Feinlein angefangen habe, da war das immer so, die Schwänze tätowiert hier, der am kürzesten da ist. Spoiler, ich war 10 Jahre der am kürzesten da ist, weil nach mir kam keiner. Ja. So, ne? Und da habe ich mal so einen Typen gehabt, der bleibt mir immer in Erinnerung. Das war kein positives Erlebnis, das war richtig creepy. Dann war direkt so, Carlos hier, Termin aus nicht gekommen, dann, Carlos, spontan für dich, komme ich nach vorne, steht da so ein alter Mann, der sah schon so aus wie der, manchmal sitzen so alte Männer in der Nähe von so Spielplätzen auf so einer Bank, wenn der da sitzt, du rufst die Polizei oder du haust ihm direkt eine rein, so ein Typ. Ja. Er wollte natürlich einen Schwanz tätowiert haben. Dann habe ich gesagt, ja okay, was will der haben, dies, das. Dann habe ich dem irgendeinen kleinen Quatsch da drauf gemacht, immer im Hinterkopf, wie der Hans-Jörg Pobodek, mein Vorgänger bei Feinlein so schön mal sagte, weil der wusste, was auf mich zukommt. Der sagte immer, Carlos, wenn einer einen Pimmel tätowiert haben will, das muss nicht gut aussehen, die wollen einfach nur den Schwanz tätowieren. Genau. Dann habe ich gesagt, ja, hat er recht. Ja. Habe ich dem irgendeinen Quatsch dahin gemacht und dann holt er so einen Gefrierbeutel raus und da waren nur 5 Markstücke drin. Natürlich war so ein Pimmel-Tattoo überdurchschnittlich teuer, da hast du irgendwie 3 Punkte gemacht für 200 Mark damals. Die hat er mir dann irgendwie in 5 Markstücken. Und das fand ich irgendwie so creepy, wo ich, dafür war der zu alt. Echt? Ja, ich weiß auch nicht, was der mit, also so Sachen bleiben mir dann sehr in Erinnerung, weil das war einfach nur so, Alter, ich muss jetzt duschen. Ja, man assoziiert da Sachen, das möchte man nicht, ne? Ich muss jetzt in Kodan duschen. Ja, aber von den anderen 20%, die du nicht tätowierst hast, habe ich auch einige gemacht. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ne? Ich habe auch einen Kumpel. Unsere Generation ist sich auch nicht so fies davor. Mich fragen das ganz viele junge Tätowierer und Tätowiererinnen. So, hast du sowas gemacht? Ja, ständig, ist doch scheißegal am Ende. Also A, sind die Kunden nicht mehr da, weil nichts mehr, keine Ahnung. Und die heutigen Tätowierer, nein, auf gar keinen Fall. Ne? Ich habe Leute am Oberarm tätowiert, vor denen ich mich mehr geekelt habe als vor dem Pimmel. Ja, das muss ist, man auch mal sagen. Okay, Ja. das kann man sich draußen schlecht vorstellen, aber das ist bei mir tatsächlich auch so. Ne? Ja, Street-Shop-Zeit, die ersten 10 Jahre, Feinlein, wir waren am Fürstenplatz, war um die Ecke, da ging auch eine gewisse Szene, die stolperten auch schon mal bei uns im Laden, ne, da gab es dann natürlich Tricks, die loszuwerden. Wenn die Jungs so, was kostet? Ja, ach so, das kostet irgendwie 800 und wir haben einen Termin in 2,5 Jahren, dann sind die meistens gegangen. Ja. Aber wenn es dann mal dazu kam, das war manchmal wirklich, der Ralf hatte so ein, das werde ich nie vergessen, so ein riesengroßes, altes Tannenduft-Raumspray. Und wenn ein Kunde ekelhaft war, ist er mir hingekommen, hat die mit diesem Tannenduft. Penetrant, genau. Ja, hat er den immer gesagt, das habe ich von ihm geklaut. Ja, ne? Also ich hatte eine Kundin, die kriegte ein Armband und dann bis zu dem Tag hatte ich von Dreadlocks unter den Armen noch nichts gehört. Ja.
Ja, aber die klappt da ihren Arm weg Ja. und ich guck und dann kam auch die Wolke schon, ne? Und dann habe ich auch gesagt, ich sag, hast du sie noch alle? Ich sag, ey, das kann doch nicht sein. Ich sag, hier ist Deo, geh dich mal waschen. Ja. So. Und und das ist danach auch nie mehr passiert. Ne? Aber ey, was denken die Leute? Ne? Nix. Machst du beim Arzt doch auch nicht, oder? Ja, Machen die ja die- beim Arzt auch. Wahrscheinlich schon, die gehen nicht zum Arzt. Und Ja. so. Ja, aber wie gesagt, deswegen, die Leute sollen sich mal nicht so fies sein, wenn diese ganzen Sonderwünsche, fand ich jetzt alle gar nicht so schlimm, ganz ehrlich. Das ist ja eigentlich klar, wenn ein Typ im Anzug in den Laden kommt, war immer klar, der kriegt intim. Sonst, ne, der sah nicht so aus, das war früher irgendwie so. Das hat damals aber der Specki, der Piercer nebenan bestätigt, der sagte, ja, das ist bei uns auch so. Je schicker die reinkommen, desto mehr weiß der Typ in die Hose. So, und nee, da war Wortwörtlich. Ja, wortwörtlich, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Ja. Keine Ahnung. Aber wie gesagt, positive Erlebnisse, viele. Das klingt so blöd, dass ich einfach nur sagen muss, Großteil meiner, ich habe Spaß mit meinen Kunden, tatsächlich mittlerweile. Aber ich finde das halt krass so, die Ideen. Also da muss ja jetzt, ich meine ja jetzt, ob jetzt lustig, positiv oder negativ. Das ist ja auch Auslegungssache. Ne? Ich habe so einen Stammkunden, Steve, hi Steve. Steve, der kriegt halt einfach den ganzen Körper voll mit den bescheuertsten Ideen, da habe ich immer Spaß. Ne? Der bekommt immer, das ist so, alles, was du dir nicht ausdenken kannst, kriegt der tätowiert. Das macht natürlich Spaß. Ich habe auch letztens einen Stammkunden, der hat gesagt, hör mal, ich will so ein Eis und eine Kugel ist ein Arsch, eins ist eine Tette und eins ist irgendwie so eine Muschi. So Kunden habe ich natürlich dann auch, mit denen, da denkst du dir so, ja stimmt, so war Tätowieren früher mal. Ne? Da kam viel mehr so verschrobene Ideen rein. Genau. Und da freue ich mich, wenn sowas kommt. Das verstehen Außenstehende vielleicht nicht, warum man sich darüber freut. Ja, doch. Der Arne hat das mal schön gesagt, mein ehemaliger Arbeitskollege bei Feinlein, der immer noch bei uns gastiert, der ist jetzt in Berlin. Aber der sagte so, aus den ganzen Tattoo-Studios ist der Wahnsinn raus. Und ich weiß genau, was der meint. Ne, so, es fehlt so ein bisschen dieses, früher war das für mich bei Feinlein so. Oder sagen wir so, die gehen nicht mehr zu den Neuen. Ne? Also ich hab noch ein paar von denen. Ich hab eine Kundin, die dreht Pornos. Ja. Ne? Die hat vom Hals an angefangen eine komplette Banderole um den ganzen Körper. Ja. Und auf dieser Banderole sind die absurdesten Sachen aus ihrem Leben drauf. Da geht ja keiner mehr zu so einem 20-jährigen Hipster heute und sagt, das möchte ich. Ne? Ja, und irgendwie war das früher für mich so, also überleg mal, ich habe letztens noch gesagt, wenn ich heute 16 wäre, und das sage ich auch in die Öffentlichkeit, ich würde mich, glaube ich, null für Tätowierung interessieren. Weil wo ich damals, guck mal, ich bin 77er Jahrgang, jetzt kann man ausrechnen, wann ich ungefähr 16 war. Als ich mit Tattoos in Kontakt gekommen bin, da waren das coole, abgefuckte Leute. Die fand ich habe so Punkrock, Hardcore gehört, ich komme aus der Skateboard-Szene so, das waren so Pro-Skater, das waren Asoziale auf der Bühne, die irgendwie Mucke gemacht haben, so, das hatte so einen Appeal, das fand ich geil. Das war für mich so eine Halbwelt. Als ich das erste Mal bei Feinlein rein bin, war so für mich so, als ob ich bei so einem Alchemisten ins geheime Labor komme. So, es hatte sowas so. Ne? Heute kommst du mit 16 mit Tätowierungen in Kontakt, indem er dir irgendwie Ex on the Beach oder du siehst im Fernsehen irgendwelche aufgeblasenen 0815 Disco-Pumper und irgendwelche komischen, aufgespritzten jungen Damen, die von oben bis unten tätowiert sind. Und ich hätte mir mit 16 gedacht, mit den Leuten will ich nichts zu tun haben, also lasse ich mich besser mal nicht tätowieren. Ich glaube auch, dass das uns allen mal zum Verhängnis wird. Sagen wir mal ehrlich, du hast es doch auch mitbekommen, dass überall die Kalender leerer werden, oder? Ja, das kriegt jeder mit, aber das ist natürlich, weil das Mainstream ist mittlerweile und die Tätowierer zu 1000, da kommen wir gleich noch zu, ausgebildet werden. Ne? Du musst nicht mehr in irgendeine Stadt oder du musst nicht mehr zu irgendeinem Speziellen, du kriegst es halt überall serviert. Ne? Aber guck mal, jetzt bin ich ja zumindest schon mal in dem Alter, dass ich sehr viel die Kinder meiner Stammkunden tätowiere. Und meine Stammkundschaft, die Mütter und die Väter, die ich tätowiere, denen habe ich ganze Sleeves gemacht, denen habe ich teilweise Backpieces gemacht. Was kriegen die an Kinder? Die wollen nicht so sein wie ihre Eltern. Nee. Die Eltern haben halt die Arme voll. Die wollen auch die Musik hören. Die lassen sich so ein, zwei Kleinigkeiten machen. Hier ein Datum, Klassiker, Geburtsdatum Mama, Geburtsdatum Papa. Dann machst du denen noch irgendwie ein kleines Dreieck mit einem, keine Ahnung, was ans Handgelenk. So, der Style ist anders geworden. Mein Sohn zum Beispiel, der ist 25. In seinem Freundeskreis ist auch, glaube ich, keiner so krass tätowiert wie der. Na gut, der kriegt es umsonst, ne? Das mag er auch mit helfen. Ja, haben wir selber hier sitzen. Ne? Mein Sohn, der will noch schlimmer aussehen als sein Vater. Ne? Ja. Der hat fast, glaube ich, genauso viel wie ich mittlerweile. Ja. Und mein Sohn macht das sogar relativ clever. Der studiert Sonderpädagogik und der ist echt voll, bis auf die Unterarme. Ich glaube, der will sich schön verbeamten lassen und dann gibt er aber das ist ganz cool, wenn er sich auszieht, denke ich mir so, krass, du bist echt, der hat den Rücken voll, der hat die Front voll, die Oberarme, die Beine, also der macht das schon ganz gut. Aber in seinem Freundeskreis ist der da, glaube ich, ziemlich außen vor. Das ist eine andere Generation. Ey, nochmal, es wird nie dazu kommen, dass alle tätowiert sind. Nee. Ne? Für mich sind im Moment
Er hat zu viele tätowiert, will ich noch nicht mal sagen, aber es gibt halt zu viele Tätowierer. Ne? Ja, und ja. es gibt dann halt zu wenig Kundschaft, die Tattoos noch geil finden und damit irgendwas ausdrücken wollen. Und deswegen sind die Terminkalender auch überall. Raffaella hatte mal die Idee, mit der ich ja zusammen den Shop habe, Ja. sie würde super gerne in Hamburg leben. Und dann hat sie gesagt, so, ey, ich fände das super, nach Hamburg oder Berlin zu ziehen. Also Berlin wäre für mich Albtraum. gar nicht, Nee. null. Hamburg ist eine super schöne Hamburg finde ich auch super. Da habe ich ihr nur gesagt, guck mal, wir haben hier relativ okay zu tun. Also wir sind jetzt auch keine 2 Monate, noch nicht mal mehr einen Monat ausgebucht. Aber wir haben immer noch okay zu tun, weil ich seit 27 Jahren in der Ecke tätowiere. Und ich habe Stammkunden und Stammkundinnen und deren Kinder und Arbeitskollegen, Schwibschwager und die Tanten und kommen dann alle irgendwie. Wenn wir jetzt nach Hamburg gehen würden, wir würden bei Fängst Null bei Null anfangen. anfangen, Und musst du alles- wir würden pleite gehen. Safe wird das nicht mehr funktionieren. Ich merke das doch, wenn ich einen Guestspot da mache. Ich arbeite oft beim Julian bei Tiger Style, ein sehr guter Freund von uns. Und da kriege ich mit Hängen und Würgen mal 2 Tage voll. So, das sind dann Leute, die manchmal muss ich sogar proaktiv die schon anschreiben. Dann weißt du, da ist ein Kunde oder eine Kundin aus Hamburg, die mich mal gefragt hat, ob ich mal in der Gegend bin. Dann schreibst du die an, sagst immer, ich bin dann da, dann kommt das mal zu einem Termin. Aber sind wir mal ehrlich, mit 2 Tage Termine, da kann ich nicht von leben. Nee, kannst du nicht von leben. Ja, aber das ist halt, ne? Ich sehe das ja auch im Urlaub. Ne? Früher hast du ja immer hingeguckt, also ich als Tätowierer schon, dann will ich gar nicht wissen, wie der normale Tattoo-Kunde das sieht. Ja, Ne? ja. So, dann früher hast du gesagt, boah, guck mal, der hat ein großes Piece. Jetzt siehst du 20 Ganzkörper-Tätowierte, du guckst noch nicht mal hin. Ne? Weil du brauchst auch nicht mehr hingucken, weil niemand hat den ganzen Körper mit erstklassigen Tätowierungen voll. Die wollen einfach nur noch voll werden. Ob das gut aussieht, interessiert die ja nicht mehr. Aber das sind schon die Mitte-20-Jährigen. Wenn die jetzt diese 18- bis 20-Jährigen, das sagte nämlich auch der Arne letztens, der hat irgendwo, da ging es er hatte eine Hanky-Panky, relativ aktuelles Interview gesehen. Der sagte, und da laufen die wohl durch die Stadt und da sagte, siehst du im Hintergrund die ganz jungen Leute an der Gracht. Da sagte der Arne, da war keiner tätowiert. Das Ding ist durch. So. Die 18-Jährigen, die haben da keinen Bock mehr drauf. Die lassen sich, also die haben vielleicht dann die Tattoos, die ich jetzt auch habe, die man im Gesicht sieht, aber dann auch im Rest des Körpers nichts mehr. So, ne, ich glaube, Ja, das ist auch Wahnsinn. hast du diese komische NDR-Doku, fürchterlich, über Tätowieren, jetzt eine ganz neue gesehen, Ja, ganz schrecklich, aber die ganz. Zahl, die rausgehauen haben, 576, glaube ich, offizielle oder 67 offizielle Tätowierstudios. Studios in Hamburg, offizielle. Da kannst du das höchstwahrscheinlich mal 5 nehmen Mal mit den ganzen 5 mit Kitchen den- Wizards Ja, und ja. Gut, dass die nicht Berlin gesagt haben, weil das ist alles vierstellig. ja. Ich behaupte bis heute, als ich in Düsseldorf angefangen habe zu tätowieren, ich sage mal, wir hatten 5 oder 6 Studios, zumindest die ich kannte. Ich kann jetzt nur, ich schätze, wir haben so um die 250, 220. Ich kriege jeden Tag Werbung von neuen Studios. Ja, witzig war ja, der Toto war ja letzte Woche hier. Ne? Und Toto ist der Grund, warum ich in Erkelenz bin. Weil Ja. wir waren ja beide in Gladbach. Ja, Ne? ja. Wahnsinn. Wo du eben sagtest, Henky Panky, ne? Vor 3 Wochen war ich echt geschockt. Ne? Ich habe gedacht, der wäre gestorben. Ja. Ne? So, weil ich bin jetzt nicht perfekt in Holländisch. Da drunter stand, mein lieber Mann. Ich habe verstanden, mein lieber Mann. Ne? Und Henky Panky ist tot. Aber einer seiner besten Freundinnen und von seiner Frau die beste Freundin, Man hieß die ist gestorben. Also Henky Panky ist bei bester Gesundheit und nicht Ja, da gestorben. ging, glaube ich, so eine Welle bei Instagram und überall. Ja, alle waren so ein bisschen aber, so, aber ja, ich auch. Ne? Ja, Ich ja. meine, ich habe es nicht verbreitet, aber ich war geschockt und ich habe es dann auch in Holland bei einem Guestspot erzählt und die so, nein, haben wir noch nichts von gehört, das hätten wir doch gehört und so weiter. So, und dann habe ich mir das übersetzen lassen da und ja, es ging um die beste Freundin und Henky Panky ist also bei bester Gesundheit. So, jetzt haben wir viele Themen, die wir schon 1000-mal besprochen haben. Du warst ja bei Andreas und mir bei Tattoo Talk auch zu Gast. Jetzt lass uns mal ein bisschen lästern und ein bisschen schimpfen, weil das können wir, deswegen ja, du kannst das sehr gut. Was geht dir so richtig auf den Pinsel, bevor ich jetzt mal so ein paar Schlagwörter Im reinschmeiße? Tätowieren. Ja, im Tätowieren. Was mir richtig auf den Pinsel geht, ist, nehme ich mal das Beispiel dieser NDR-Doku, so wie das da präsentiert Ja. wird, wie auch viele. Ich habe jetzt mehrere Dokus über so Conventions gesehen. Conventions, ich muss die schon Conventions nennen, weil das fühlt sich wirklich falsch an. Und wenn ich sehe, wie die mit den Tätowierern und Tätowiererinnen, wenn die mit denen Interviews machen, ich reg mich jedes Mal, meine Frau könnte es bestätigen. Manchmal stehe ich im Wohnzimmer und sage, Alter, ich habe Kundschaft, die hat mehr Ahnung vom Tätowieren als diese Leute, die das beruflich machen. Du merkst halt, die haben gar keine Ahnung, wo kommt das her, warum ist man da, warum sind die da und jetzt. Ich bin dann ja auch manchmal so, wenn ich einen ganz schlechten Tag habe, dann gehe ich auf so Accounts, dann gucke ich mir eben die Folgen, dann folgen die 3 Tätowierer, Tätowiererinnen, die ich noch nie gesehen habe und sonst einfach nur irgendwelchen Influencern und Influencerinnen, wo ich mir denke so, Leute, das war mal eine Subkultur. Und jetzt fragen sich immer Leute, was regst du dich denn da so darüber auf, dass Leuten das so egal ist? Aber in Subkultur steckt ja Kultur. Und Kultur impliziert für mich, beschäftige dich doch mal ein bisschen mit dem Quatsch. Machen die nicht. Die wollen optisch zu dieser Subkultur gehören,
aber im wahren Leben nichts damit zu tun hat. Ich glaube auch Corona war richtig schlimm, weil ich kriege Fürs Tätowieren? mindestens dreimal die Woche, für dreimal die Woche, dreimal die Woche Werbung für neue Studios in Düsseldorf tatsächlich. Bei Instagram landet das dann so in meinem Feed und dann gucke ich immer und die haben alle in der Pandemie angefangen zu tätowieren. Also die haben sich in der Pandemie aus Langeweile eine Maschine geholt und nach 2 Jahren machen die einen Shop auf. Und das sehe ich jetzt total oft. Also ich glaube, das hat so... früher sind die Leute zu einem Volkshochschul... Und keiner von denen Tätowierer meistens noch nicht mal. Ne? Genau. Einfach nur, ey, wir holen alle dahin. Ja, Corona hat auch die Convention zerstört, wenn du mich fragst. Ne? Also zu Corona haben sie alle gelernt, ins Netz zu gehen, zu bestellen. Und, aber Conventions, jetzt gibt es auch eine Sache in der Szene, die mich aufregt. Und aus Supplier-Sicht. Aber jetzt gibt es eine Sache, die mich irgendwie aus Tätowierersicht so ein bisschen nervt, womit ich jetzt auch vielen Tätowierenden auf den Schlips trete. Aber Leute, wenn ihr auf eine Convention geht, bucht euch doch nicht das ganze Wochenende aus. Bringt euch doch keine Leinwände mit auf die Convention. Was soll die Scheiße? Da bezahlen Leute 25, 30 Euro Eintritt. Die können sich weder tätowieren lassen noch sonst irgendwas, damit einige Leute sich darin suhlen können. Die wollen ernsthaft Pokale kriegen für was? Also das ist das Erste, was ich damals 98 von meinem Chef gelernt habe. Wenn wir Pokale gewinnen, schmeißen wir die in den Müll. So, ne? Ich habe auch in Warschau ein Best of Day gemacht. I don't care. So, ne? Das bedeutet ja nichts. Im Notfall bist du der Halbäugige unter den Blinden. Ralf, den zitiere ich gerne, er war mal in einer Jury auf einer Convention, er hat dann später laut durchs Mikro gesagt, ja, war alles scheiße, gib mal einer Würfel, würfeln wir, wer den ersten Platz kriegt. Ja, wenn alles scheiße ist, kriegt trotzdem einer den ersten Platz. Also ich finde die Idee dahinter, dass es jetzt völlig etabliert ist, dass die Leute ihre Models mitbringen, gibt wahrscheinlich verschiedene Gründe. Viele können nicht zeichnen, müssen die Sachen vorbereiten. Von langer Hand, ich habe keine Ahnung. Also wir damals, du kennst es doch, man ist auf die Convention gegangen, hat im Stand gesessen, die Leute haben gesagt, hör uns, ich bin ein Zauberer mit einem Einhorn. Hast du gesagt, cool, ich zeichne dir was, kommst in einer halben Stunde wieder, machen wir das. In der Zeit haben die 3, 4 Bier getrunken, dann kamen die schon mit ein bisschen Standradio. Ja, und dann ging es los. Ich verstehe die Ideen, ihr macht doch Conventions damit kaputt. Ihr suhlt euch in eurem... Ich kann ein geiles Ding auf der Convention machen, um mich zu präsentieren. Du präsentierst dich doch den ganzen Tag auf Instagram. Gib doch Leuten die Chance, denen du dich präsentierst auf Instagram, sich von dir tätowieren zu lassen. Ja, also ich war mit Junior in Berlin auf der Convention. Also abgesehen davon, dass ich keine 10 mehr kannte. Ja. Ne? Ich habe den Namen mal gelesen, aber ich kannte keine. Und da geht es ja nur noch um größer, bunter, alle mitgebracht. Ja. Ein Pimmelvergleich mit dem Nachbarn, ne? Wer ist besser, wer schafft mehr an einem Convention-Wochenende, 3 Tage in a row, 3 Tage so ein Piece, die Leute liegen da so, ja, das hat mit Tätowieren nichts mehr zu tun. Ne? Pure Selbstbeweihräucherung. So, und nochmal, dann, die Gänge waren leer, keiner bezahlt mehr 20 Euro nur, um Leute arbeiten zu sehen. Dann hast du das Pendant, Kaiserstadt Tattoo Aachen, wo der Andreas denen aber auch sagt, buckt euch nicht voll. Ja, so, dann kommen 1000 Leute rein, von denen wollen 950 ein Tattoo. Ja. So, das ist natürlich auch, wie du die Convention präsentierst. Ja. Ne? Also in Aachen zum Beispiel mache ich das, also Kundschaft von mir wird es bestätigen können, wenn wir haben immer das Problem, dass wir oft uns einen Stand teilen, aber egal, dann habe ich nur 1,5 Tage Zeit. Ich buche mir oft einen Termin, so einen Startertermin, damit man was zu tun hat oder so. Oder vielleicht hast du wirklich Kundschaft, für die es praktischer ist, da hinzukommen. Aber ich habe auch schon ganz vielen Leuten gesagt, ich will mir den Tag, also die fragen mich über Instagram an, wo ich da komme spontan, ich will mir den Tag nicht voll buchen, weil ich will hinten raus schon noch die Möglichkeit geben, sich tätowieren zu lassen. Ja. Ey, und ich habe in Aachen auf der Kaiserstadt Tattoo Expo, die einfach, wie ich finde, das beste deutsche Tattoo-Event ist, wo du einfach geilen Scheiß kriegst, habe ich Pinterest-Stuff gemacht, weil warum haben so Leute das nicht verdient, eine Tätowierung dazu kriegen? Da kommt halt eine random Familie, die halten mir ihr Handy unter die Nase, die kriegen alle irgendwie so einen kleinen Quatsch. Dann denke ich mir, ja klar, es ist halt eine Convention. Warum soll ich jetzt so vermessen sein und sagen so, ja, das ist aber jetzt nicht mein Style und damit kriege ich jetzt hier keinen Pokal, also den ist in Aachen ja sowieso nicht. Nee, aber für die Tattoos jetzt klopft mir keiner auf die Schulter. Aber das ist doch die Idee von der Convention. Du gehst dahin, du denkst dir, oh, wir gucken uns mal tätowierte Leute an und wenn du dann spontan Bock hast, ein Tattoo zu kriegen, dann sollst du das doch auch von irgendwem kriegen können. Ja, oder da sitzen ja auch die besten Amis oder Japaner hier, ne? Ja. Und wenn du keine Chance hast, warum sollst du auf die Messe kommen, wenn du keine Chance hast, da einen Termin zu ergattern? Du gehst ja auch nicht in so eine Shopping-Mall, in einen Food Court, um anderen Leuten beim Essen zuzugucken. Nee. Und dann haben wir so einer Glasscheibe. Ne? Und jetzt waren ja so Fähnchen, so, und derjenige, der Termine frei hatte, Fähnchen hinstellen soll, dann wissen die Leute direkt. Ja. Oder Wannadoos liegen da, ne? Wenn du legst keine Wannadoos aus, wenn du ausgebucht bist. Ja. Ne? Wer da Wannadoos liegen hat, dann weiß der Kunde auch, ey, ne? Und wieso ist das so, dass wenn Leute komischerweise meistens Realistik machen, warum haben die immer Kopfhörer auf?
Also, also in anderen Zielrichtungen braucht man keine Kopfhörer. Und jetzt sagen Leute so, ja, aber ich finde es auch das ernsthaft respektlos Leuten. Ist Auf einer respektlos. Convention könnte ich das noch verstehen, wenn da irgendeine schlimme Band rumjallert. Aber im Großen und Ganzen vielleicht ist es wirklich ein Ding, dass wir das anders gelernt haben. Ich sage immer, für mich beginnt Tätowieren, wenn der Kunde oder die Kundin den Laden betritt. Das hat mit der Begrüßung... Für uns gehört noch was anderes dazu, Tätowierer zu sein, als für die. Für die ist das nur das Bild. Ja? So, du wüsstest, wenn die mit den Kopfhörern dein Partner-Tattoo, die zwei, tätowiert hätten, wüssten die Story gar nicht. Nee. Weil die erfahren die nicht. Die lassen sich auf sowas nicht ein. Die wollen aber auch da überhaupt nicht reingezogen werden. Ich meine, okay, ne, ich kriege auch Sachen erzählt, damit ich auch nicht reingezogen werde normalerweise. Aber das sind die man dann am Wochenende deinen Kumpels erzählt. Ja, genau. So, und dann die Storys, die wir hier raushauen, auch letzte Woche mit Toto, wir hätten das alles gar nicht erlebt, wenn wir uns da nicht drauf einlassen. Ich habe das bis heute. Ich sehe manchmal Leute, die kommen rein und dann siehst du ein Tattoo und du weißt genau, boah, das ist aber schon lange her. Und dann sagen die dir so, ja, das hast du 1999 gemacht. Und ich gucke drauf und dann kann ich, und das ist mir wirklich schon oft genug passiert, dann kann ich sagen, stimmt. Du warst Friseurin und du hattest damals Stress mit deinem Chef, weil der nämlich so ein arrogantes Arschloch war. Und dann sagen die, das weißt du noch. Ja, Mann, das weiß ich noch, weil ich mich genau an das Gespräch, und Leute, die ich tätowiere, wissen, ich quatsch halt die ganze Zeit. Mich interessiert auch irgendwie die Menschen so ein bisschen. Und die anderen sagen, ey, da hatte ich doch Kopfhörer auf. Ja, ne? Ja, stimmt aber auch. Ne, also ich verstehe das alles nicht, aber vielleicht sind wir zu alt, vielleicht verstehen wir das. Nee, wir waren besser. Was das angeht, waren wir besser. Weil, ich käme mir halt als Kunde oder Kundin dumm vor, keine Interaktion. Klar, viele sagen, es geht nur ums Resultat. Nee, geht's bei mir nicht. Also ich sage immer, die Qualität meiner Tätowierung, sind wir mal ehrlich, kriegst du bei uns in Düsseldorf höchstwahrscheinlich im Umkreis von 1000 Metern, findest du mindestens 3 Studios, die qualitativ mindestens genauso gute Tätowierungen machen wie ich. Aber bei mir ist die Stimmung besser. Deswegen kommen ja Leute auch. Ne? Bei mir gibt jetzt nur, ja, die Qualität ist doch auch bei diesem Realismus auch total austauschbar. Das können die ja alle mittlerweile gut. Die nehmen ja auch alle die gleichen Quellen, die nehmen ja auch alle die gleichen Bilder, die haben sich alle die gleichen Online-Kurse angeguckt, deswegen haben sie alle die gleiche Art. Und 90% davon stehen trotzdem nicht. Ja, aber trotzdem, ne? Erstmal, wenn man einen schönen Polfilter drauf hält, sieht das für Instagram überall gleich geil aus und so. Und das ist so. Ich verstehe das manchmal gar nicht, dass Leute das dann für ein cooles Tattoo-Erleben empfinden, wenn man da so raus. Ich weiß noch, meine ersten Tattoos habe ich bekommen damals bei Elektrische Tätowierung, 95. Anke und Dieter. Ja, also ich habe es damals vom Kai noch bekommen, da war der Kai noch da. Ach da, von Carlitos, ja, genau. Ich habe noch von Phil Bond, da war Phil Bond noch bei Dieter, Mitte der 80er. Ja, 84, 85 war das. Aber selbst da habe ich gemerkt, wie sich das anfühlt. Ich war zwar nass geschwitzt, weil du kennst ja auch Tom, wie der so war. Ne? Der trallerte die ganze Zeit um mich. Aber die haben halt die ganze Zeit mit mir geredet. Und das waren für mich die coolsten Typen auf der Welt, weil 95, Tom und Mattis, beide schon Hals und Hände tätowiert. Ja. Ne? So habe ich vorher noch nie gesehen. Und dann war man irgendwie in Gesprächen mit denen und man hatte auch so das Gefühl, die finden mich nicht wirklich kacke, sondern die haben sich lustig über mich gemacht. Klar, das war halt Toms Ding. Aber die haben mich zumindest irgendwie so mit reingenommen und ich kam da raus und für mich war das ein geiler Tag. So. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ja, okay, geht los, Kopfhörer drauf, los und am Ende heißt es dann 2.500 €, weil die nehmen ja auch diese gottlosen Tagesgagen meistens. Dann denkst du dir so, ja, war irgendwie ein scheiß Tag, hat wehgetan, war teuer, aber ich habe ein cooles Tattoo, aber ist ja trotzdem nicht geil, oder? Nee. Also mir würde es als Kunde nicht reichen, nur ein geiles Tattoo zu kriegen. Ich will das Ganze drumherum. Ich lasse mich auch nur von Leuten tätowieren. In meinem Fall jetzt, wo ich Bock auf die Leute habe. Ja, ey, das wollte ich mit dem Toto noch besprechen, habe ich vergessen. Gut, dass du das jetzt nochmal sagst. Also ich kenne zig Tätowierer, deren Arbeit ich total geil finde und hätte auch gerne eins von denen, aber ich habe keinen Bock, mich mit denen auch nur 5 Minuten dahin zu setzen, weil sie absolute Arschlöcher sind. Das ist so, ich bin ja in der Musikszene groß geworden. Ich will ganz viele Bands, würde ich gar nicht kennenlernen, weil danach kann ich vielleicht die Musik nicht mehr hören. Weißt du, das ist ja auch so ein Problem. Deswegen genau. Ja, aber ich wusste schon, dass sie Arschlöcher sind. Deswegen ist für mich absolutes No-Go, mich da hinzusetzen und dem zu suggerieren, ey, ich finde das geil, wie du bist. Ne? So, nee, finde ich nicht. Deine Arbeiten finde ich geil, aber wie du bist, finde ich gar nicht gut. Ne? Was für mich zum Beispiel so ein Archetyp von einem Tätowierer ist, den ich richtig großartig finde, ist zum Beispiel der Olaf. Ne? Der Olaf Lobe. Olaf tätowiert noch viel länger als ich. Ich glaube, der Olaf tätowiert auch schon 30 plus Jahre. Der ist einfach ein total super lieber Typ. Man hat einfach, also das ist ein wahnsinnig guter Gesprächspartner. Geiler Interviewpartner auch. Doch, hat er auch schon mehrmals, wir waren ja auch in der Sendung zusammen mit dir, ne? Genau. Der Olaf, unfassbar
Spektrum an Themen, die den interessieren, und nebenbei macht er einfach sehr eigene, wie ich finde, unfassbar gute Tätowierungen. Und zum Beispiel, wenn ich durch Düsseldorf laufe, wir sehen immer wieder, wir haben auch schon Leute angesprochen im DM, wo du denkst, sorry, dein Sleeve ist vom Olaf. Oder ja, sieht man das auch? Oh, ja, das sieht man schon von der anderen Straßenseite. So, das ist für mich so, wo ich denke, so, guck mal, der kriegt das da auch irgendwie, weiß ich nicht, da fühlt man sich auch wohl. Und das sind so Leute, von denen ich auch sehr gerne und sehr, sehr stolz Tätowierungen trage. Ich habe Sachen vom Olaf, die sind 25 Jahre alt, die sehen aus, als hätte er die vor 6 Jahren tätowiert. Das ja, ist unfassbar. Das Thema hat man, ich habe von Klaus Schiewig mehrere Sachen, ne? Crazy, ja. Also die sehen, das sind Sachen, die habe ich dann nachgekommen, die sehen dagegen scheiße aus. Ja. Ne? Also, was ich nochmal sagen möchte, Leute, es ist nicht schlimm, wenn sich eure Kundschaft wohlfühlt im Laden. Man kann ruhig mit denen reden. Und wenn die sagen, mir ist schlecht, ist das gar nicht so schlecht, wenn man das mitbekommt. Ich habe schon Kunden damals im Laden gesehen, die haben es angekündigt, sind trotzdem ohnmächtig geworden und haben sich eingepisst. Also hätten wir es nicht mitbekommen, wer weiß, was da noch alles passiert wäre. Ja, davon hat Toto musste der angucken, hast du noch nicht gesehen, ist seit gestern online. Da habe ich gesehen. Du schmeißt dich weg, ne? Die Story kannte ich auch. Nächstes Schlachtwort. Yes. Tattoo-Schulen. Oh ja. Ich mache jetzt auch eine. Du machst jetzt auch eine auf. Ja. Bringst du denen wieder bei, zuzuhören? Ja, genau. Ich bringe denen bei, wie man alles drumherum, ich bringe ihnen alles bei, außer Tätowieren. Weil Tätowieren interessiert die ja sowieso nicht. Das heißt, ich bringe denen das drumherum bei. Wie man eine Tür aufmacht, den Leuten Hallo sagt. Also pass auf, Tattoo-Schulen, ich musste mir auch viel anhören. Ich habe jetzt über die Jahre natürlich, über die letzten 25 Jahre, habe ich auch 4, 5, 6 Leute ausgebildet. Ja. Ne? Du machst ja nichts anderes als wir. Doch. Wir bringen es denen einzeln bei, wir gucken, ob da Talent ist und allem drum und dran. Und du wirst Leute abgelehnt haben. Ich habe jede Menge Leute abgelehnt. Ne? Leute, denen die Oma und die Mutter erzählt hat, sie hätten Talent. Ja? Die finden die Zeichnung vielleicht auch geil, ich sehe da gar nichts. Aber die Tattoo-Schulen, die mir auch immer dann als Supplier erzählen wollen, sie würden den Tätowieren was zurückgeben. Ja. Am Arsch. Gar nichts gegen den Tätowieren. Das ist für mich, ich sag's deutlich wieder, die haben eine Möglichkeit gefunden, nicht mehr 8 Stunden für 400 Euro, 4 Stunden für 800 Euro, so rum war es, tätowieren zu müssen, sondern an einem Wochenende 15 Mille einzustreichen, indem sie da ihre Halbwissen vermitteln. Ja. Oder? Ja, und ich glaube, dass Tattoo-Schulen so das Symptom einer aktuell sehr kranken, sterbenden Tätowierwelt sind, weil ich glaube, das ist ja inflationär. Jeder dritte neue Shop der letzten 5 Jahre macht empfunden Tattoo-Seminare, weil die haben einfach nicht genug zu tun. Richtig. Die kriegen die Kalender nicht voll und die wissen genau, dass denen wahrscheinlich nichts bedeutet. Dann wird das halt einfach verkauft, dieses, wie du selber sagtest, Halbwissen. Das ist ja auch geil. Man kann ja in der Tattoo-Schule, komischerweise gibt es keine Farben und es gibt keine andere Stilrichtung außer Fineline. Und ich muss es wirklich Fineline nennen, weil ich bin mit einem anderen Fineline-Tätowieren aufgewachsen als heute das, was sich Fineline schimpft. Oder so Chicano, Black and Grey. Irgendwie gibt es da keine Farben, irgendwie ist es ziemlich komisch. Also es ist sehr, sehr klar, an was für eine Zielgruppe sich das richtet. Kann man. Und eine Tattoo-Schule zu bewerben mit, du brauchst keine Vorkenntnisse, du musst nicht zeichnen können. Ja, das ist ja auch ein Marketing, wo ganz klar ist, warum will man denn so Leute in die Szene holen? Ja. So, also ich so weit denken die gar nicht. Die denken, also wenn deine schwindenden Termine dafür sorgen, dass du eine Tattoo-Schulen-Idee hast, dann fixst du deine Kollegen, die ja auch wenig zu tun haben, ja nochmal richtig damit. Ja? Aber so weit denken die ja gar nicht. Es gibt nur einen Gedanken und da bin ich manchmal so ein bisschen hin und her. Weißt du, was mich manchmal echt abfuckt? Dass die Arschlöcher, die tätowieren, aussaugen, denen es nichts bedeutet, dass die jetzt das dicke Business mit den Tattoo-Schulen machen. Eigentlich hätte das, wenn überhaupt, hätte das in die Hände der Leute gehört, die das lieben. Jetzt ist die Frage, aber dann bringt man das ja, dann bringt man es ja trotzdem in der Schule Leuten bei. Da ist so ein bisschen, ich bin manchmal so hin und her gerissen, ob man nicht vielleicht früher hätte reagieren müssen, dass es so eine Art Tattoo-Schule gibt, die aber eher wie eine wirkliche Tattoo-Ausbildung ist. Das heißt, wo schon eine Vorselektion stattfindet. Das heißt, ich nehme jetzt mal so Leute wie den Andreas mit einem unfassbaren Fachwissen, auch was Maschinen angeht und so. Man hätte vielleicht, nicht, dass ich das für die richtige Idee, nur manchmal denke ich mir so, scheiße, jetzt geht der große Batzen Geld und Absicherung fürs Alter an so viele Leute, die einen riesen Haufen drauf scheißen. Und die Leute, denen es sehr am Herzen liegt, die haben am Ende nichts davon. So, ne? Also, aber denen es am Herzen liegt, die wollen es ja auch nicht machen, diese Massenausbildung. Nee. Ne? Die wollen nicht auf die Bühne kommen, so. Ich sehe auch so eine Schule, wenn ich das meinte, ich sehe das auch nicht als eine Massenausbildung. Ich hätte das eher gesehen, so, ja, vielleicht hätten da einige Leute, weiß ich nicht, hätte man sich zusammentun müssen und sagen, okay, ich habe hier jemanden, der ist talentiert, ich habe hier auch 2, 3 Leute, dass man so eine
Klasse hätte machen können, zusammen, wo man wirklich, wo ein paar Leute zusammenkommen, weil zum Beispiel der eine hat vielleicht mehr Ahnung von Maschinen, der andere von Farben, der nächste von Nadeln, da hätte man vielleicht auch zusammen irgendwie von profitieren können, weißt du, was ich meine? Aber nicht im Kontext einer Schule, das ist auch keine Bezahlnummer oder, also am Ende, wenn ich Tattoo Academy, jetzt gibt es ja die ersten, die stationäre Tattoo-Schulen auch, also so richtig. Ja, Alter, und dann, jetzt kommt Zirkus noch mit rein und Talkshow kommt noch mit rein und alles wird verkauft und lustig, alles lacht und Familie und... Naja, und die Leute lassen sich ja auch foolen. Dann heißt es immer, guck dir an, was Tätowieren mir für einen Lifestyle ermöglicht. Das kannst du auch haben. Nee, eine Tattoo-Schule ermöglicht dir den Lifestyle. Ich kann es dir sagen, ich tätowiere seit 27 Jahren. Ich habe den Kalender relativ voll. Ich fahre ein 17 Jahre altes Auto und ich war 2019 das letzte Mal im Urlaub. Und das bei einer 6-Tage-Woche. Das ist der echte Tattoo-Lifestyle. Ja. Eigentlich so. Ja, aber jetzt sagen die dir, ja, da warst du doof. Ja, klar, Ne? warst du doof, Ja, weil du deine Ideale nicht verkauft hast. Ja, Richtig, genau. monetär ist es doof, aber zumindest schlafe ich im Großen und Ganzen okay. Ja, ja, alte Werte noch. Okay. Ja, aber nochmal also das Letzte, was ich diesen Schulen halt einfach sagen muss, ist, das ist die Leute, die da Bock drauf haben, das sind die Leute, die früher höchstwahrscheinlich einen Volkshochschulkurs Seidenmalerei gemacht hätten. Die suchen halt, es ist für die so, ich suche mir jetzt irgendwas, womit ich mich ausdrücken kann. Ja, mach das doch nicht auf der Haut von irgendwelchen Leuten. Ne? Keine Ahnung, mach das so, wie man das früher gemacht hat. Tu einem Stück Papier weh oder einem Schal, aber nicht Menschen so. Ne? Das ist halt kein Spiel, das bleibt für immer so. Also ich verstehe es nicht, aber Leute würden sich ja noch nicht mal von irgendwem die Haare schneiden lassen. Wenn du jetzt sagst, bei dir kein Thema, aber hier gegenüber sitzen ja noch Leute, die noch Haare haben, da würde doch keiner auf die Idee kommen, sich von jemandem Haare schneiden zu lassen, der sagte, hatte jetzt 2 Tage einen Intensivkurs in Ponyschneiden und Fassonschnitt. Da würden ja alle sagen, Bruder, gar keinen Bock. Aber tätowieren, sofort, Hals und Hände. Ich sehe so Dinge, ich hab zur Kundschaft gesagt. Und wenn dann sagst, sieht scheiße aus, ja, die hat das ja erst seit einer Woche gemacht, dafür ist es aber doch ganz gut. Ne? Ich wollte dir helfen, dass die das lernen. Ja, aber doch nicht auf deinem Unterarm. Mach das doch auf deinem Bein, Alter. Ja. Also, aber es ist wie es ist. Die Uhr kann man nicht zurückdrehen. Nee. Nächster Aufreger. Tattoo-Vollnarkose. Ja. So ein Quatsch, ne? Also ich bin raus aus der Nummer mit, ein Tattoo muss man sich verdienen, bla bla bla. Ja, oder ich verstehe schon, wenn man darauf Bock hat. Ich bin jetzt auch nicht der Allertougheste. Ich habe mich durch viele Tätowierungen durchgelitten und bei einigen dann auch wirklich das Handtuch geworfen. Ich auch. Ich finde es mittlerweile okay. Ich weiß nicht, ob es bei euch auch so inflationär ist, aber bei uns kommt 50% der Kundschaft kommt mit Salben. Eingecremt vorher. Ist aber noch ein kleinerer Schritt als Tattoo-Vollnarkose. Ja, Vollnarkose fühle ich halt gar nicht. Ich verstehe die Idee dahinter nicht. Außer die Kosten nochmal insane in die Höhe zu treiben, um zu rechtfertigen. Kein Mensch braucht ein Rückenbild in einer Sitzung. Ich verstehe es überhaupt nicht. Die Leute, die sich das leisten können, sind wir mal ehrlich, da wir ja heute ein paar Namen nennen, gehen wir mal nach Amerika. Ganger, der das Ganze sehr, sehr populär gemacht hat. Was kostet so ein Tag zwischen 50 und 100.000? Sind wir mal ehrlich, selbst wenn du in Amerika deinen Anästhesisten, ich glaube, die haben sogar oft nur Anästhesie-Schwestern, das wäre in Deutschland auch nicht ganz so gar nicht möglich. machbar, ne? Was kriegen die? Sind wir mal ehrlich, selbst in Amerika kriegen die höchstwahrscheinlich 2.000, 3.000 jeder pro Nase und dann erklärt sich schon, warum die Lümmel da alle in so dicken Villen wohnen. Das ist ja der Grund, warum die das machen. Und das Ganze drumherum. Es ist ein tolles Marketing. Ich finde das so TikTok-tätowiert. Ne? Du kannst Videos machen, wie da irgendwer mit einem Schlauch im Hals liegt, da 6 Leute drin rummachen, das kannst du toll, das geht dann viral. Das hat aber doch nichts mit dem echten Leben zu tun, weil die Leute, die sich das leisten können, die sind ja eh so reich, die arbeiten doch eh kaum. Die müssen jetzt bitte nicht rechtfertigen, so, ich habe keine Zeit, 5-mal die Woche zum Tätowierer zu gehen. Die Leute, die haben Das ist kein Zeitfaktor. Nein. Also, Zeit ist, glaube ich, der letzte Faktor, warum die das machen. Die wollen aussehen wie ein Gangster am nächsten Tag, ohne auch nur eine Minute gelitten zu haben. Das ist, glaube ich, die Ja, und das ist so ein bisschen auch dieses so, ich kaufe mir was. Ne? Ja, ich kaufe mir eine Tätowierung, ich kaufe mir einen Look, es muss jetzt alles ganz schnell passieren. So, und ich würde mich total ärgern. Überleg mal, Chef, du hättest ja alle Sachen, die du jetzt hättest, so in einer Sitzung machen lassen oder in 2-mal Vollnarkose. Da ist ja gar kein Werdegang. Nein, darum geht es. Es geht nicht um die Tätowierung, es geht, was du mit der Tätowierung auslöst bei anderen Menschen. Darum geht's. Ich glaube, es geht darum, weil wenn die Kunden nämlich in Vollnarkose liegen, dann stört das die auch nicht, wenn du den Kopfhörer auf hast. Ja, nee, dann stimmt, genau. Dann ist es. Da ist aber jetzt eine Bremse reingekommen, ja, weil vor 3-4 Wochen ist ja in Brasilien dieser Influencer gestorben. Ist es wirklich passiert? Das ist wirklich passiert. Ja. Ja, der hat einen Herzstillstand, den haben die auch nicht mehr zurückgekriegt. Ja, der war auch einer, so, der das mal schnell haben wollte. Bei dem, glaube ich, kann der Zeitfaktor noch eine Rolle gespielt haben. Ja. Aber, hey, Leute, ey, das ist... Ich habe Kollegen, wo nachweislich, weil sie es mir selber erzählt haben und es keinen Grund gibt, dass sie hätten lügen sollen, die ortsansässige Klinik gefragt hat, ob man nicht eine Kollaboration machen sollte für Vollnarkose tätowieren. Und jetzt überlege ich, was heißt das denn in Folge? Also fängt es jetzt an, dass
Krankenhäuser ein Interesse daran haben, das zu tun, weil das natürlich für die monetär sehr interessant ist. Heißt, gehen wir in eine Richtung, dass demnächst, keine Ahnung, bei der Oma die Krebs-OP verschoben wird, weil im Nebenzimmer jetzt ein Fußballer von 6 Jungs eine Katrina auf den Rücken kriegen muss. Oder was? Was ist das zur Hölle? Da gehen wir hin, ne? Vielleicht kannst du das bald auch bei der Krankenversicherung irgendwie abrechnen. Hast du das gehört, dass ein Krankenhaus angefragt hat? Ja. Also ich habe es immer nur andersrum Ich habe gehört. es persönlich von jemandem gehört, dass bei denen das Krankenhaus angefragt hat. Tatsächlich. Aha. Ja. Okay. Ja, das ist natürlich krass. Die haben es abgelehnt natürlich, aber Ja. die Idee kam. Höchstwahrscheinlich hat irgendwie klar, die brauchen auch anscheinend Ich Kohle. versuche Informationen aus Brasilien zu kriegen, weil auch da ja fast das ganze Krankenhaus dabei war, Anästhesist, alles drum und dran. Kann natürlich auch wie das immer. rechtlich aussieht, dass der dann gestorben ist. Ich meine, die haben es ja außerhalb des Krankenhauses gemacht. Ne? Ja. Da bin ich mal gespannt, was da die Konsequenzen sind. Ich habe schon immer gesagt, wenn hier in unseren Breiten da mal was passieren sollte, dann wird ja nur in der Zeitung stehen, Mensch stirbt beim Tätowieren und wir werden mit noch mehr sinnlosen Sachen überzogen, als die wir eh schon sind. Wir haben, über REACH müssen wir nicht mehr reden, wir haben eine Farbverordnung bekommen mit Farben, mit denen basically eigentlich nie was passiert ist. Nee. Was ist denn, wenn jetzt mal wirklich was passiert? Ne? Also wäre jetzt irgendwann irgendwer an einem Magenta gestorben, ja okay, dann müsste man vielleicht Dann drüber würde reden. ich, eben, genau, dann würde ich Oder- auch drüber reden wollen. Ne? Aber ja, ist Quatsch. Also Vollnarkose bitte nein. Ey, mit dem Eincremen macht's halt. Ich bin raus aus der Nummer. Früher hätte ich auch gesagt, man muss sich das verdienen. Heute denke ich mir so, Alter, wenn die Kunden oder Kundinnen das nicht gut aushalten, ich mache lieber eine gerade Linie als jemanden, der die ganze Ja, Zeit... ja, aber gerade Linie, ich meine, ey, die kommen rein mit den Salben, ne? Die Haut ist aufgeschwemmt, weil die seit 3 Stunden in Cremes liegt. Da so eine saubere Linie hinzukriegen, ist nicht so einfach. Das Ne? Komische ist ja, dass die nicht ganz so legale, zweifelhafte chinesische Salbe, die Mit alle 4 benutzen, Buchstaben, mit ne? den 4 Buchstaben, am wenigsten Hautprobleme macht als die deutschen Produkte, die man in der Apotheke bekommt. Genau, auch mit 4 Buchstaben. Auch mit 4 Buchstaben. Andere. Andere. Ja. Ja, das stimmt. Ne? Ja, also ich kann das Leuten nicht empfehlen, weil ich kann euch nicht empfehlen, bestellt euch in China irgendein shady Produkt, was hier nicht erlaubt ist. Aber es Brauchst du macht- nicht in China, gibt hier schon mittlerweile. ich weiß. Ja, Kommt die dann haben über die Standorte überall ja, kommt mittlerweile. über die Niederlande aber, glaube Ja, ich. genau. Ja, die sind ja ein bisschen lockerer. Ist aber zu teuer. Ein Kunde von mir hat 50 Tuben über AliExpress bestellt. Das Ja. ist kein Witz davon. Originale. Man kann das ja erkennen, ob die original sind. Für Ja. 1,15 die Tube. So ist das, wenn du das aus China bestellst. Jetzt überleg mal, was die Jungs in den Niederlanden Kohle machen. Die verkaufen die für 25. Ey, da sind wir wieder bei den Tattoo-Maschinen, ne? So, ne? FK Irons, ey, hier 1500 Euro, neue Maschine, bla bla bla. Ja. Und dann kommt der Chinese um die Ecke mit derselben Technik, Ja. da ist die 1 vorne weg, ne? Ja. Gut. Aber da sind wir ja nicht, das ist wieder ein anderes Thema. Augapfel-Tattoos. Ich finde, das ist kein Tattoo. Ne, Also wenn man irgendwo was reinspritzt, ist das ja kein Tattoo. ne. Ja. Aber man nennt sie ja Ja, das regt Augapfel-Tattoos. mich halt auf. Die Ja. Medien sollen das nicht so nennen. Das ist genau wie diese Zunge. Ich habe jetzt gesehen, es spritzen sich auch Farbe in die Zunge. Ich muss mal sagen, im Bodymod war ich immer komplett raus. Ich habe schon gehasst, dass das immer mit Tätowieren so ein Ja, ist. wurde immer, ne? Ich habe weder die Klientel... Implantate, alles. Ey, ist eine dumme Idee, sollen Leute nicht machen. Ich sag mal so, ich bin Hypochonder und meine Hypochonderie sagt mir, Erhöhung des Innendrucks, Auginnendrucks kann zu einem Glaukom führen, ergo irgendwann zu einer Erblindung. Wenn ich da Farbe einspritze, erhöhe ich doch automatisch den Augeninnendruck. Da ist doch jetzt was drin, was da nicht hingehört. Ja, das kann doch keine gute Idee sein. Nein, du, nochmal, die Freaks, die das machen, denen sagen die vorher, deine Gefahr, dass du erblindest, ist 50:50. Ja, mach mal. Ja. Die Hälfte reicht denen. Ja. Also habe ich ein buntes Auge oder bin blind? Egal. Alter, was ist denn los? Ja, meinst du, haben sich schon Leute Farbe im Auge weglasern lassen? Nee, ich glaube, dann ist das Auge aber auch weg. Ja, Weil ja, besteht keine Ahnung. dazu. Also verstehe ich nicht. Ich habe mir mal sagen lassen von jemandem, der da anscheinend eine Koryphäe ist, soweit man das sein kann, dass der immer die Farben nimmt, der macht so Guest-Spots, die halt in dem Shop gerade haben. Wo ich mir denke, so, du hast ja noch nicht mal eine Tattoo-Farbe rausgesucht, mit der du Erfahrungswerte hast, sondern du nimmst die Farbe, die da gerade haben und spritzt das einem ins Auge. Was ist, also eine allergische Reaktion mit einer ins Auge gespritzte Farbe, da gab es doch irgendwie so eine, war das eine Engländerin? Ich habe nur mal so Videos gesehen, der dann später das Zeug aus dem Auge wieder rauslief und ja. so. Ja, aber mal ganz ehrlich, Fand die bestimmt noch geil. ja, habe ich Mitleid damit. Ich wein Die schwach. Idee ist so dumm, sich von irgendwem eine Spritze ins Auge geben zu lassen, wo Farbe reingespritzt wird. Nee, selber schuld. Um vor allen Dingen, um danach besser auszusehen. Das ist ja am Ende alles Geschmackssache. Ne? Ja. So, aber das ist aber eine Entscheidung, die machst du ja wirklich nicht mehr rückgängig. Ne? Nee, die machst du gar nicht mehr rückgängig. Das Einzige, was mich daran stört, ey, Leute sollen machen, was sie wollen. Es gibt ja auch viele, lassen sich Körperteile amputieren, irgendwo in Mexiko Ja. von irgendwelchen komischen, meistens tatsächlich Mexiko, Argentinien. Ja, und da so. oben die Da findest du Chirurgen, die das machen.
Sollen sie ja machen. Stücke aus den Ohren raus, Sollen sie Finger machen, ab. tut ja niemandem weh, sollen mich nur bitte, sollen das nicht Tattoo nennen. Augapfel-Tattoo ist kein Tattoo, Zunge-Tattoo ist kein Tattoo, da wird Farbe irgendwo reingespritzt, ist kein Das Tattoo, wird also anders, mit einer ne? Spritze und nicht mit Ja, einer eine Nadel. in die Haut. Injektion ist ja auch kein Tattoo. Ne? Ist so. Also, Sehe ich genau wie du. Ja. Mikrorealism. Oh ja. Ja, also Schloss Schwanstein auf einer Briefmarkengröße Ja. und oben auf der Mauer steht einer und winkt. Ja, TikTok-Tätowieren nenne ich das auch. TikTok-Tätowieren. Ja, ist auch schon wieder. Warte, ich hatte mal so diesen, ist wirklich kein Spaß, ich hatte mal mir hat das mal eine Kundin oder ein Kunde erzählt, der hatte auch irgendwie sowas. Und dann habe ich gesagt, zeig mir das doch mal. Und was macht, es ist kein Witz, ich glaube, das war ein Mädel, holt das Handy und zeigt mir das Foto, das Polfilter-Foto natürlich auf dem Magazin. Wenn Leute dir schon, die das Tattoo dabei haben, es dir nicht mehr in live zeigen, dann weißt du eigentlich schon Bescheid. Ne? Ja. Ich habe Dinger gesehen, die waren beeindruckend, muss ich zugeben. Also es gibt schon mal so Fälle, wo das wirklich funktioniert, wenn Haut, Stelle, ganz viele glückliche Faktoren zusammenkommen, mag sowas schon mal eine gewisse Zeit lang stehen, aber in einem gewissen Maß. Du kannst dir wahrscheinlich, ich habe Raffaele so klein einen unserer Hunde tätowiert, aber nicht als Porträt, ich habe den mit dicken Linien, ich habe den zwar schon getraced, also realistisch von den Proportionen, aber ich habe für die Größe eine relativ dicke Linie genommen, also für die Größe. Ich habe das Ding massiv mit Farbe ausgefüllt, der ist weiß, ich habe das sogar weiß ausgefüllt, aber das ist an der Stelle und es ist auf meiner Freundin, die selber Tätowiererin ist, wo wir beide wissen, ey, wenn der mal irgendwann gelb wird, dann ist das halt so. Ne? Das Ding steht ganz gut, aber es ist natürlich jetzt kein Porträt. Ich habe aber auch so kleine, gerade so Haustiere, kannst du wahrscheinlich, wenn viel Glück hast, irgendwie so hinkriegen, dass du in 10 Jahren noch erkennst, dass das ein Hund ist. Aber die Idee an sich ist, Tätowieren für Leute, die keine Tätowierung mögen. Ne? Wenn ich meinen Opa haben will, dann will ich den nicht einen Daumennagel groß. Da will ich den, verstehe ich nicht. Ja, hast du die, ich weiß gar nicht mehr, wann die Welle war, Anil Gupta, New Ja, York? ja, Hast du mitgekriegt, Ja. ne? Die Briefmarken-Tätowierung. Das war ja mal ein richtiger Hype. Der war ja dann auf einmal, zack, 3 Jahre ausgebucht, nur mit diesen kleinen. Aber angucken kannst du dir die heute gar nicht mehr. Ne? Nee, also das ist wie dieses moderne Feinern. Ich nenne das immer Tätowierung für Leute, die Tätowierung eigentlich scheiße finden. Ich verstehe nicht, wo ist der Sinn da drin, irgendwas in so klein, was eigentlich die Größe bräuchte. Du willst die Haut nicht dafür hergeben, dann lass dich nicht tätowieren. Du findest es ultra krass, dass jemand das so klein machen kann. Ja, kennst du diese, in Urlaubsländern hast du mal die Leute, die schreiben deinen Namen auf den Reiskorn. Ne? Lass dir doch von dem irgendwie das Genau, Kölner Dom mit der auf den Brille. Namen. Ja, genau. Musst ja nicht am Körper, weil ich habe wirklich lange Gespräche geführt. Ich hatte letztens in einem Shop, wo ich immer Guest spotte, habe ich bei einem jüngeren Herrn so ein Tattoo gemacht und habe ich mich was länger mit seiner Lebensgefährtin unterhalten. Die wollte so eine ultra dünne, ganz viel zu kleine Schrift eigentlich, was für mich so ein bisschen gleiche Probleme aufwirkt. Ich habe ihr sehr höflich, sehr lange erklärt, warum das passiert, verläuft, dass das zumatscht. Und dann zeigte sie mir aber auch Schriften, die sie schon hatte, sagte er aber hier. Und da musste ich sagen, so, naja, quod erat demonstrandum, das, was mit deiner Schrift da schon passiert ist, da waren schon die ersten Buchstaben so ein bisschen blurry und schon zusammengelaufen, wird mit dem auch passieren. Und dann fragte sie mich, ja, passiert das dann bei großen Tätowierungen mit dicken Linien nicht? Wo ich sagte, doch, aber da merkst du es halt nicht, das ist halt genug Luft. Und ich glaube, das ist genau diese Sache. Warum wird ein kleines Porträt schneller scheiße als ein großes? Nee, die werden gleich schnell scheiße, aber bei einem großen merkst du es halt nicht. Das sieht dann halt nach 20 Jahren immer noch gut aus, weil dann ist in dem Auge kein Glanzlicht mehr drin, aber die Augen sind noch schön, aber dein ganzes anderes Tattoo ist so groß wie eigentlich das Auge. Sprich, also ne, ich verstehe den Gedanken nicht. Wenn du das als Gag siehst, dann macht sowieso alle, was ihr wollt. Also wenn ihr euch als Gag irgendwie so ein Mini-Porträt machen wollt, das lässt sich wenigstens leicht covern oder leicht weglasern. Ist eh meist nicht drin. Die mit den Pimmeln, die machen das als Gag. Die machen das als Gag. Ja, ne? So. Um mich zu ärgern. Ja, der Darren Stairs hat in Berlin auch mal, der hatte auch so eine Phase 90er Jahre, da Porträts, Feinlein, bla bla bla. War auch Wahnsinn, was der da rausgehauen Ey, der hat. hat damals schon krasse Farbporträts gemacht. Auch. Ja, genau. Aber also 15 Jahre später war von den Gesichtern auch nichts mehr da. Nichts. Nee, und das ist ja das Lustige, dass heute ganz oft Leute sagen, wenn ich sage, guck mal, das haben die vor 25 Jahren schon probiert. Ja, aber damals hatten die Tätowierer, da waren die Maschinen, die Genau. Farben nicht so gut. Heute können die das besser. Ja. Damals hatten die Tätowierenden sogar noch das Fachwissen, dass sie wirklich wussten, was sie tun. Wirklich, guck dir mal eine Jack Rudy-Tätowierung an. Der hat hellstes Grau verwendet. Ich konnte es beim Ralf damals sehen. Klar, die Single-Needle-Dinger, die sind alle geblowt, aber in einem Rahmen, dass das immer noch gut erkennbar war. Und das hellste Grau steht wie eine Eins, weil der Jack Rudy natürlich nicht 4 Stunden die oberste Hautschicht angekratzt hat, sondern er hat richtig schön tief einmal mehr oder weniger One-Shot, ein schönes helles Grau reingemacht, weil die halt ein fundiertes Tätowierwissen haben. Der weiß ja, wie man eine traditionelle Tätowierung anfertigt und das ist so ein bisschen, dem fehlt das Grundwissen oft, glaube ich, um zu verstehen, warum gewisse Dinge, ich verstehe es sowieso nicht bei diesem Mikrorealismus, die Leute sehen das doch selber. Die sehen die Dinger doch, die reinkommen.
Die sehen das doch wirklich selber. Ich sehe ja so Sachen auch manchmal im Kunden, also da haben Leute mal so, nicht so richtig Mikrorealismus, aber dann waren die in einem dieser Shops und haben dann so Visitenkarten groß, irgendwas, was halt eher so A3 groß sein sollte. Du denkst so, ich sag den Leuten nicht, dass das scheiße ist. Ich sag Leuten nicht mit Tattoos von außerhalb, dass das kacke ist. Das finde ich unprofessionell. Das Ja, du sagst, nicht. die verstehen das. Ich behaupte, die verstehen das manchmal nicht. Ne? Bei mir kommen die auch rein und zeigen den Rücken und wollen das Ding auf dem Oberarm haben. Hier, wo ich sage, das geht doch nicht, wenn er vorher hat. Nee, ich meine ja, wenn sie es selber haben, du musst doch irgendwann sehen, dass es kacke aussieht. Ja gut, aber ich glaube, da denken die beim Machen der Tätowierung gar nicht drüber nach. Sondern die wollen halt nur und dann in nächste kurze Zeit zeigen, wie das in 10 Jahren aussieht. Weiß ich nicht, ob die darüber nachdenken heute. Ich habe aber auch schon gehört, dass Leute sagen, ich lasse mich jetzt für jetzt tätowieren, nicht für in 10 Jahren. Ja, okay. Ich habe auch schon gehört, im nächsten Leben mache ich schön, jetzt mache ich nur voll. Ja. Das höre ich auch, ne? An jeder Ecke. Finde ich natürlich eine bessere Attitüde als zu klein. Okay, ja, das stimmt, wenn man das vergleicht. So, letzter Aufreger. Full Sleeves für 800 €. Ah ja. Ja. Viel zu teuer. Viel zu teuer. Für da, wo sie es machen lassen. Wo gibt es den Full Sleeves für 800 €? Ja, siehst du überall. Also, ja. Ich sehe immer Im nur. Internet siehst du Oberarme 400. Ich meine, letztendlich kosten sie dann doch 2, weil die denen irgendwas aufschwatzen. Hauptsache, die sind einmal im Studio. Ja. Aber Full Sleeve für 800 €. Und dann erwarten die Leute noch hygienisch einwandfrei. Ja. Ne? Top, also konkurrierend mit anderen guten Tätowierern. Für so einen kompletten Sleeve brauchst du ja mal locker 15, 20 Stunden. Ich sehe immer eher so Werbung für Tagessitzungen, jetzt nicht 1299, als hätte eine Tagessitzung jemals 1000, jetzt nur 1000. Und dann denke ich mir so, krass, und dann schaffen die in der Tagessitzung irgendwie so viel. Und wenn ich das dann auf so einen Arm hochrechne, denke ich mir so, Bruder, kauf dir lieber eine Eigentumswohnung davon, als so ein scheiß Tattoo. Ja. Die Werbung kriege ich öfter. Also Sonderangebote sehe ich original gar nicht. Nein? Also, nee, obwohl, ich sehe in Düsseldorf habe ich live an Läden gesehen, die, stimmt, das habe ich gestern auch noch irgendwo gesehen, die bieten schon mal kleine Tattoos ab 30 oder 40 € an. Da frage ich mich, wie das gehen soll. Ja, hygienisch einwandfrei mit Einwegmaterial. Ne? Und natürlich versteuert. Ich sag dir, es geht nicht. Ja. Nee, also genau, das sehe ich manchmal. Ich weiß sogar in Düsseldorf einen Laden, der wirbt damit. Der hat ganz viele so kleine, klar sind das nur so kleine Sachen, 30 oder 40 €. Das funktioniert überhaupt nicht. Also wenn du jetzt das wirklich versteuerst, wissen wir alle, wie viel davon weggehen, abzüglich Material. Weil kein Zehner bleibt über. Das Setup ist ja viel teurer geworden als vor 25 Jahren, sagen wir mal ehrlich. Wenn ich angefangen habe zu tätowieren und mich einer gefragt hat, was kostet das alles da? Dann denkst du so, lass uns nicht drüber reden, höchstwahrscheinlich eine Mark 80. Heute hast du ja mal ganz schnell 15 € da liegen, wenn du mit Cartridges arbeitest. Dem Ganzen wir nehmen ja auch alle irgendeine Tattoo-Butter, weil Vaseline wollen wir ja auch alle nicht mehr. Deswegen haben wir so einen Topf für 25 € für so einen Scheiß, nur weil es gut riecht, mache ich auch, weil ich ein Idiot bin. Aber es riecht dann einfach gut. Naja, es sind schon Substanzen drin, die abschwellend wirken, beruhigend wirken. Ne? Die Haut ist nicht so gerötet, das hat schon Vorteile. Na klar, wir mögen das. Die Handschuhe sind alleine auch schon teurer geworden. Desinfektion ist teurer geworden. Corona hat da nochmal gottlos die Preise nach oben getrieben. Ich habe das letzte Mal überschlagen, wenn ich so ein Farbtattoo mache, so ein mittelgroßes, wie teuer mein Setup ist, da könnte ich noch nicht mal einen 50-€ Tattoo. Mir tut das manchmal leid, wenn Leute sagen, ich möchte... Ich hatte die Diskussion letztens noch mit einer Kundin, ne? Die sprach mich natürlich wieder außerhalb des Studios auf irgendeinem Event an, so, ne? Sie hätte gerne einen Punkt und so, sie wäre da in Hamburg irgendwo gewesen, die wollten 60 €. Ich sage, 60 €? Ja, Hammer, ne? Ich sage, ja, stimmt, wir nehmen 80. Ja. Hä? Ja, ich sage, für einen Punkt? Nee, du kannst auch 47 Punkte haben, kostet auch 80 €. Ja, genau. Hä? Verstehen die nicht. Ne? Ich sage, pass auf, ich muss doch für den Punkt genauso hygienisch einwandfrei arbeiten wie für ein Unterarm-Tattoo oder für ein Oberarm-Tattoo. Ja. Ich sage, und wenn ich dir 47 Punkte mache, ne, du bezahlst ja mit 80 € nicht meine Arbeitszeit, sondern das Ganze drumherum. Ja, und du musst ja auch die Stunde, du musst ja eh eine Stunde raus. Ja, natürlich. Du musst aufbauen, du musst tätowieren, einpacken, danach alles sauber. Abbauen. Die Stunde ist geblockt. In der Stunde könntest du auch so eine große Tätowierung machen, die wesentlich ertragreicher wäre. Nee, sie wollte ja nur den Punkt, sie versteht das nicht. Ne? Also da hätte ich auch der Laterne auf der Straße erzählen können, wäre es selber gewesen. Ich glaube, die hätte dann auch eher verstanden. Ja, kann sie sich aber doch bei Amazon so ein Handpoke-Set holen und sich selber den Punkt machen. Ja, das habe ich dann nicht gesagt. Ja, gut, Punkt im Gesicht ist sowieso, brauchen wir nicht drüber reden. Wieso, macht doch auch Sommersprossen, das machen doch auch ganz viele. Ja. Es ist erstaunlich, wie teuer ein paar braune Punkte im Gesicht sind. Das ist immer sehr erstaunlich. Ja, überhaupt die ganze Namenretusche oder Pigmentstörungen mit Hautfarbe wegmachen. Ich meine, dann machst du sie mit Hautfarbe weg, dann fährt die in die Sonne, ne, bräunt sich und die Stelle nicht. Oh.
Haben wir wieder Pigmentstörung. Brustwarzenrekonstruktion, was ich eine total lobenswerte Nummer finde, hat der Ralf früher auch schon gemacht. Und ich habe dann manchmal, ich habe die Kundin dann ab und zu gefragt, ob das okay ist, weil es in dem Fall was sehr Persönliches ist, ob ich das mal mehr angucken durfte. Und der Ralf hat das unfassbar gut gemacht damals. Also muss ich sagen, die Brustwarzen sahen, die der gemacht hat, wirklich gut aus. Der hat aber damals auch noch einen fairen, realistischen Preis dafür aufgerufen, weil am Ende natürlich ist das eine Sache, du hilfst jemandem damit, Stück Lebensqualität, vielleicht so ein großes Stück Lebensqualität wiederzukriegen. Ja. Du musst da aber ja auch nicht wieder total respektlos im Preis durchdrehen. Und ich sehe da manchmal Sachen, die im Internet angeboten werden, wo ich mir denke, so, ja, aber jetzt machst du dir aber auch richtig dick die Taschen voll. Ja, hey, weil das ist der Permanent-Make-up-Markt. Ne? Das ist woanders angesiedelt und ich mache es auch noch für kleines Geld. Ja, und viele können es, glaube ich, über Krankenkasse auch abrechnen. So, damit rechtfertigen das einige Leute, dass sie, glaube ich, diese mega krassen Preise, das lässt sich halt einfach nicht rechtfertigen. So, ne? Irgendwie, das ist ja genau, warum nehmen Leute Hand. Ich glaube, dass die Ärzte, es gibt ja viele Ärzte, die das im Krankenhaus anbieten, ja? Und dass die Preise so nehmen und die Preise so in die Höhe getrieben haben. Der Ralf hatte das damals schon, Ende der 90er, da hat ein Arzt, der immer die Kundinnen geschickt hat, gefragt, ob er das nicht mal im Krankenhaus machen würde. Die würden sich das gerne mal angucken. Oder gesagt hat, nee, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall, mein Freund. Die wollten das selber machen. Ne? Ja, klar, haben ja auch viele, aber das ist halt grauenhaft. Ja. Ne? Ich arbeite auch mit dem Krankenhaus hier zusammen und mache es aber tatsächlich noch für erschwingliches Geld. Ja, aber dann wirst du halt von der Krankenkasse auch nicht abgelehnt. Ne? Ja, genau. So. Also ich finde, wie gesagt, das ist so eine Sache. Das ist ein sehr sensibles Thema. Man muss bei der Sitzung auch bestimmt sensibler vorgehen und damit ist ein etwas höherer Preis, vor allem wenn es die Kundin, Patientin sogar in dem Fall, nicht selber bezahlen muss, ist das in Ordnung. Aber eine Brustwarze sollte keine 1.500 kosten. Das ist Quatsch. Nee, das ist richtig. Das ist irgendwie auch Geldmacherei mit Leid anderer Leute. So, jetzt haben wir lästern genug. Jetzt habe ich noch ein paar Abschlussfragen. Verlieren die neuen Generationen den Respekt vor unserem Handwerk? Eben Kopfhörer oder... Ich glaube sowohl als auch. In meiner Bubble, wie man heute so schön sagt, ich habe viele jüngere Leute um mich, die sind cool. Wir haben ja jetzt auch 2 Leute, die zumindest im Rahmen von 10 Jahre und kürzer tätowieren bei uns. Wir haben jetzt den Maxim und den Benny bei uns. Die sind beide, die haben so ein Mindset wie wir. Sonst würden wir da auch nicht auf einen gleich kommen. Und gleich gesellt sich gerne. Ne? So, ja. Und ich glaube, die Tattoo-Welt ist so, die sind gar nicht in unserer, ich glaube, die Tattoo-Welt ist so voneinander weg, dass die gar nicht den Respekt vor dem verloren haben, was uns wichtig ist. Die kennen das gar nicht. Also können sie gar nichts dafür? Die sind so weit da draußen, dass die denken sich halt so, ja, was hat der alte Mann denn 250 Maschinen, ist der doof? So, ja, man braucht doch nur eine. Guck mal, mit der habe ich angefangen, die habe ich immer noch. Also ich glaube, das ist so weit voneinander weg, die können den Respekt gar nicht aufbauen, weil die gar nicht wissen, wovor sie Respekt haben sollten. Weil das ist einfach so, wie gesagt, Tätowieren ist doch so ein Internet. Quatsch, jeder tätowiert. Überleg mal, wir haben Game-Shows, wo du mit verbundenen Augen zur Strafe irgendwie... Tattoo von den Verflossen. Ja, das ist doch so ad absurdum geführt worden. Ne? Wenn hier Joko und Klaas schon damals als eine der Zwischenstationen in ihrer... Ja, hier musst du dir irgendwie 1 der 5 Tattoos aus und kriegst eine Kartoffel an. Von Leuten, die... Also das hat mit unserem Tätowieren nichts zu tun. Nee. Aber wohl, den Gag habe ich auch mal mitgemacht. Ne? Ja. Man hat bei mir ein Junggesellenamt gestartet. Ja. Wir haben 5 Umschläge vorbereitet. Ja. In 3 waren richtig coole Tattoos drin und in 2 waren halt üble Tattoos drin. Also so ein bisschen Scherz-Tattoos. So. Und die Jungs haben alle gesammelt, die haben gesagt, die bezahlen das. So, und dann durfte der einen Umschlag ziehen und der durfte auch sagen, nee, will ich nicht. Ja? Und musste dann den nächsten ziehen. Ne? Der hätte 4-mal ablehnen können. Der hätte aber nicht zurückgehen dürfen. Also wenn dann noch was Schlimmeres gekommen wäre. Ne? So, und das erste, das war halt was mit einem Geschlechtsteil. Ne? So, und das hatte auch eine Historie, das wusste ich nicht. Ne? So, und das war eins von den beiden schlimmen. Ne? Das andere war so eine Jeanstasche hinten auf dem Arsch. Habe ich auch schon gemacht. So, ja, ich auch. Der eine war so ein Facebook-Daumen und das war das 3. Verarschtding und den zieht er als erstes, das Geschlechtsteil, das war für mich das Schlimmste. Ne? Und er so, nimm ich. So, ne? Und ich so, was? Ja, nimm ich, sagt er. So, das hatte aber, und die Jungs alle am Jubeln, ich wusste ja nicht warum, ich habe nachher die Story erfahren. Ne? Da sagt er, nimm ich, ey. Ne? Ja, geil. Und ich sag, Alter, du heiratest bald und das geht dann. Hat er eine Leiste auch noch gekriegt. Ne? Ja, dann habe ich ihn 2 Jahre später mal wieder getroffen in der Sparkasse. Ich sag, hör mal, du hast mir gar nicht erzählt. Sagt, die fand sie total cool, weil die kannte die Story dahinter
dahinter auch und deswegen waren die ja völlig frei. Ja, aber das ist ja auch nochmal einen anderen Total. Kontext. Ich ärgere mich heute total. Bei Feineinheim, wo ich damals noch da gearbeitet habe, relativ häufig so Swingerclubs angerufen, ob wir Samstagabend hätten ein Event, ob wir da nicht tätowieren wollen. Ja, genau. Und dann alle immer so, boah, hau ab. Und ich natürlich dann so, nee, ich ärgere mich so, ich hätte es machen sollen. Was gibt es denn Geileres als zwischen so ganz schlechtem Buffet aus so Eimer Krautsalat, ein paar Freitrinken. ja, auf der anderen Seite wird irgendwie die ganze Zeit rumgevögelt und du machst zwischendurch irgendwelche cheesy Tattoos. Das ist doch Wahnsinn. Ja. Da habe ich damals nicht gerafft, was das für eine Chance gewesen wäre. Und klar ist das, du weißt, du machst nur Quatsch, aber in dem Kontext wird, also genau wie auf dem Junggesellenabschied, ey, da ist ja noch eine Verbindung zu dem Tattoo. Der sagt, Ja. Mensch, das war ein geiler Abend. Guck mal, da habe ich mir hier den auch immer tätowieren lassen. Ne? Das, wie gesagt, erzählt er bis heute von. Ja, und- das war auch eine geile Idee. Ja, da kann man sowas halt schon mal machen, aber das ist ja, wie gesagt, anderer Kontext. Ja, aber jetzt hast du mir natürlich eine riesen Brücke geschlagen. Ne? Hätte ich damals mal gemacht. Ne? Wenn du mit dem Wissen von heute im Rückspiegel was ändern könntest, an welcher Stelle wäre das und was wäre es? Also in Bezug auf Tätowieren. Ja, ja, wenn du jetzt so, ne? Also das wäre ja jetzt zum Beispiel eins, ne? Da würde ich sagen, das würde ich heute machen. Oder hätte ich das mal gemacht. Ne? Also, Ja, ich hätte tatsächlich, also ich glaube, das hätte mir gut getan. Ich hätte mich zur richtigen Zeit noch mehr in traditionelles American Traditional reinfuchsen sollen, weil das fuckt mich immer so ein bisschen ab. aber ist doch heute nicht mehr so gefragt. Nee, da geht's auch, da ist mir egal. Es hat keine finanziellen, mich fuckt es einfach nur so ein bisschen ab, weil ich merke, dass das schon eine der Stilrichtungen, ich meine, ich mache halt New School, weil das schon eine der Stilrichtungen ist, die mich am meisten geprägt hat, die ich eigentlich auch mir am meisten auf Instagram angucke. Und dass ich das irgendwie, weiß nicht, da hätte ich irgendwie tiefer reingehen können, glaube ich, irgendwie. Liegt mir halt einfach nicht, das Zeug zu zeichnen. Ey, und ansonsten, es gab Momente, bin ich ganz ehrlich, wo ich die Selbstständigkeit verteufelt habe, also einen eigenen Laden aufgemacht zu haben. Die Momente gab es sehr oft. Okay. Habe ich aber, hättest du mich vor 5, 6 Jahren gefragt, hätte ich gesagt, hätte keinen Laden aufmachen sollen, weil das war sehr viel Ärger, sehr viel Arbeit, sehr wenig am Ende unterm Strich rausgehabt. Wir hatten ziemlich viel Ärger mit den Läden, aber das konntest du halt nicht vorprogrammieren. Nee. Also wirklich mit der bauliche Ärger mit Läden. Jetzt bin ich aber an einem Punkt, wo ich mir denke, nee, das ist gut so. Und jetzt bereue ich das auch nicht mehr, dass wir uns. Es gibt ja eh kein brauchbares Modell. Ne? Du bist ja sowieso. Es gibt Angestelltenmodelle, weiß ich auch bei so Ketten, die sind aber oft, sagen wir mal, sehr zum Vorteil des Shopbesitzers. Ja, allerdings. Also ich habe gehört, was da teilweise für Nettolöhne gezahlt werden. Dafür würde ich nicht 6 Tage die Woche in den Tattoo-Shop gehen, sind wir mal ehrlich. Ich weiß nicht. Ja, die rechtfertigen das ja mit dem Risiko des Arbeitgebers. Ja. Naja, wenn jetzt 2 Mann 3 Wochen krank machen, muss man ja durchbezahlen, deswegen ist das so gering. Bullshit. Ne? Also es ist, glaube ich, bei mir auch mal so phasisch. Es hat sich gerade bei uns gut entwickelt, wie ich gesagt habe. Jetzt haben wir noch den Benny und den Maxim bei uns. Wir haben jetzt gerade so ein Team, wo es wieder richtig Spaß macht, auf die Arbeit zu gehen. So, wenn da alle irgendwie da sind, dann ist die Stimmung irgendwie gut. Und eigentlich, was das angeht, bin ich happy. Ich habe mir, glaube ich, relativ wenig, was Tätowieren angeht, vorzuwerfen, was ich heute anders gemacht hätte. Und allgemein für die Tattoo-Szene, wenn du irgendwas in der Hand gehabt hättest oder an welcher Stelle würdest du was ändern, damit die Entwicklung nicht so... Aber ich weiß gar nicht, ob ich da selber große Macht gehabt hätte, das irgendwo aufzuhalten. So, ich habe versucht immer, das passt so ein bisschen nochmal zur Tattoo-Schule, ich habe immer gesagt, das habe ich auch in einem Tattoo-Talk gesagt, wo die Gegenseite sagte, ja, wo sollen denn Leute sonst tätowieren lernen, die wissen ja. Und wo ich dachte, wo haben wir das denn her? Wir haben uns tätowieren lassen und wir haben die Leute gefragt, lernen Leute kennen. Und das habe ich damals gesagt, lernen Leute kennen und du wirst auch Informationen kriegen. Und daraufhin ist entstanden, dass sich jemand aus einer dieser Tattoo-Akademien, ich habe damals live gestreamt auf Twitch, der war immer in meinem Chat. Und der hat mir dann auf Instagram angefangen, Fragen zu stellen. Und da habe ich zum Beispiel gedacht, okay, jetzt muss ich halt meine Eier zusammennehmen. Ich habe gesagt, wenn du jemanden kennengelernt hast, einen Tätowierer, oder eine Tätowiererin, stell Fragen. Und ich habe ich habe ihm immer geholfen. Ich habe ihm weil ich habe gemerkt, da ist jemand, der will wirklich. Der hat Interesse. Und dadurch ist so ein Online-Kontakt entstanden von jemandem, der aus so einer Akademie entsprungen ist. Er hat mittlerweile ein eigenes Studio. Und ich sage jetzt einfach mal Namen, bei Instagram heißt der Inking Flip. Der kommt daher aus so einem Studio. Und den muss ich als Beispiel nehmen, weil der kommt aus so einem Studio oder aus diesem Umfeld, hat aber mir mal Fragen gestellt. Und da habe ich gemerkt, so komm, das hätte ich viele Jahre vorher nicht gemacht. Ich hätte gesagt, du kriegst keine Informationen, aber ich muss da zu meinem Board stehen. Ich muss sagen, wenn ich sage, du kennst jemanden, also habe ich ihm, und ich habe gemerkt, da ist jemand, der will Wissen haben. Und ich habe ihm alle Fragen beantwortet und das hat sich jetzt hinten raus nochmal so gezeigt. Der hat irgendwie jetzt so eine Artist-Vorstellung gemacht, auch auf YouTube, und dann hat er ein super, super liebes Video über mich gemacht. Und da habe ich gemerkt, das bereue ich
gar nicht, da jemandem geholfen zu haben, weil er es anscheinend zu schätzen wusste. Also das sind eher so Dinge, wo ich jetzt rückwirkend denke, was hätte ich anders gemacht? Ich glaube, man sollte nicht immer zu dogmatisch sein und man sollte aber auf der anderen Seite auch zu seinem Wort stehen. Ne? Wenn ich jetzt sage, so, nee, Tattoo-Akademien sind scheiße, lernt Tätowierer kennen, jetzt kommt einer aus einer Akademie, baut den Kontakt auf, habe ich ihm halt geholfen. Aber ich habe gemerkt, ich habe nicht dem Falschen Gut, geholfen. aber du hättest ihm ja auch geholfen, wenn er die Akademie nicht besucht hätte. Darum Absolut, geht es ja. absolut. Aber ne? ich glaube, ich habe gelernt, dass mich dieses Thema, seine Herkunft, ich musste hart über meinen Schatten springen, wo ich dachte so, boah, will ich jetzt jemandem Informationen? Aber da habe ich gemerkt, da will halt jemand. Ja, was wäre ich denn jetzt für ein Arschloch, wenn ich das nicht tue? Wenn ich predige, dass man das dann tun sollte. Aber fiel mir gerade nur ein als so eine Anekdote, weil ich mich die Tage sehr gefreut habe, dass es da echt jemand zu schätzen weiß. Und wir stehen immer noch in einem lockeren Kontakt so. Finde ich gut. Ne? Ja, das ist ja cool. Und ansonsten bereue ich was heißt bereuen? Ich habe viele Leute kennengelernt, aber Tattoo-Welt ist genau wie der Rest der Welt da draußen auch, wo du dachtest, das sind deine Freunde. Viele falsche 50. Ja, sehr viele. Corona hat da auch nochmal krass gesiebt, irgendwie, wo Leute auf einmal nichts mehr mit einem zu tun haben wollen, wegen irgendwelchen anderen Dingen. Finde ich schade. Aber ich habe einen sehr kleinen Tattoo-Szene, nenne ich es jetzt mal Freundeskreis, aber den ich jetzt habe, auf die kann ich bauen. Ich hätte nie gedacht, dass der Arne regelmäßig zu uns kommt, dass wir, obwohl wir zusammen gearbeitet haben, dass wir mal so eng werden, dass ich sein Guest-Spot hier bin und Gäste wohnen ja auch immer eine Woche bei uns. So, das ist schon, die sitzen auch bei mir im Wohnzimmer und in der Küche. Ne? Ja. Der Pedro aus Portugal, der Julian, es gibt so eine Handvoll Menschen, die immer wieder kommen, wo ich denke so, ey, das ist sehr geschrumpft, aber die ich jetzt habe, bin ich happy. Bereue ich das, dass ich falsche Freunde hatte? Wahrscheinlich nicht. Du kannst falsche Freunde erst an einem gewissen Punkt aussortieren. Ja, und die waren ja auch Freunde. Du befreundest dich ja nicht mit jemandem, wenn du weißt, das ist ein Falscher. Ne? Das kristallisiert sich in deinem Leben erst raus. Ne? Ja, und ey, als ich damals aufgehört habe zu kiffen, ich habe 20 Jahre gekifft wie so eine Dampfmaschine, so, ne? Und dann hörst du auf zu kiffen, hast auf einmal noch die Hälfte der Freunde, wo du denkst, ja gut, das waren halt so Konsumfreunde. War das scheiße? Nee, habe ja 20 Jahre Spaß mit denen gehabt. Ja. So, jetzt haben wir nur die einzige Gemeinsamkeit war High sein, haben wir nicht mehr. Aber der bräuchte ich ja nicht. Nee. So, ne? Der Toto war letzte Woche hier, der kifft immer noch. 68. Chapeau. Respekt. Würde ich wahrscheinlich auch noch, wenn ich nicht so komische Panikattacken bekommen hätte. Ja. Das hat mir hörst du ja oft. Ne? Ja, das hat mir ist dann leider Side-Business von manchen Substanzen. Ich hatte das auch. Ja, und deswegen hat mir dann irgendwas gesagt, so jetzt lass mal lieber, sonst lieber klar. Wer weiß, sonst würde ich jetzt vielleicht hier nicht sitzen. Carlos, was machst du persönlich, damit es dir weiter noch Spaß macht? Also blendest du Sachen aus oder machst du Sachen aktiv, die dich motivieren? Also mein Fokus ist Zeichnen. Also was mir halt am meisten Spaß macht, ich zeichne halt immer noch jeden Tag für mich. Ne? Morgens setze ich da und zeichne irgendwas. Das mit bewusst Flächs oder einfach? Alles, was ich zeichne, ist tätowierbar. Das heißt, ich lade das dann halt hoch. Flash oder Wanna-Do, wie man es heute oft nennt, verkauft sich bei mir nicht gut, aber ich zeichne halt jeden Tag. Also ich mache das nicht für mein Instagram-Account, ich lade es halt hoch, damit da ein bisschen Interaktion ist, weil ich gar nicht so viele Sachen in meinem Stil mache, die ich hochladen könnte. So, ich habe immer gesagt, ich glaube, ich bin einer der wenigen, der in einem Private-Shop arbeitet, aber Street-Shop-Tätowierung macht. Ne? Ich mache halt immer noch alles. Ja. Ey, und ich ziehe tatsächlich, ist auch schon wieder so eine hohle Phrase, ob man es mir glaubt oder nicht, ich ziehe einfach den Spaß auch original aus der Interaktion mit den Kunden. Mit den Kunden, ja, ich auch. Also ich habe ganz oft Tattoos, wo ich mir denke, so, ey, muss ich nicht machen, aber sobald die Kunden da ist, manchmal habe ich ein Tattoo, wo Leute denken, so einen Quatsch machst du. Und das war, wo ich denke, so, ja, aber das war eine bessere Sitzung als ein cooles Ding auf irgendwem, der halt, mit dem man halt gar nicht. Also ich habe es ja ähnlich gemacht wie du, weil ich sage, ich bin jetzt auch in einem Alter, wo ich sage, so, ich habe jetzt nicht mehr so viel. Ne? Ich bin im letzten Abschnitt. Ich habe mich auch vor Corona, stark während Corona von vielen angeblichen Freunden getrennt, aber auch von Kunden. Ne? Also ich habe auch gemerkt, dass ich auch ein Stammkunde, ne? Der mich aber jedes Mal in seinen privaten Scheiß so tief reingezogen hat, dass ich einfach sage, mit dem möchte ich auch keine Zeit mehr verbringen. Ne? Ich würde mit ihm Zeit verbringen, wenn er die Fresse halten würde, aber das kann der nicht. Und dann habe ich gesagt, ey, ich kann dich nicht mehr. Hat der nicht verstanden. Ne? Ich sage, ich kann dich einfach nicht mehr tätowieren. Aber da muss man auch manchmal die Notbremse ziehen, wie ich gesagt habe. Hypochonder, also ich habe das tatsächlich, ich habe so eine, ja, man nennt es ja Angststörung auf Krankheiten. Und mir ist aufgefallen, dass mir so oft Kundschaft einfach so, ja, hier Arbeitskollege 37, Schlaganfall. Und das triggert mich sofort. Ich kriege dann schwitzige Hände und ich kriege dann so, weil mein Kopf sagt dann so, Alter, vielleicht kriege ich morgen auch einen Schlaganfall. Und dann erfährst du, dass er den noch nicht mal kannte, dass er das nur gehört hat. Und ich habe in letzter Zeit öfter mal auch die Notbremse gezogen, wo ich Leute sage, komm, halt mal den Mund.
gar keinen Bock über Krankheiten, Krankenhaus oder irgendwas zu reden. Wo ich denke, was ist denn im Tattoo-Shop auch passiert? Wie du sagst, Leute ziehen einen ultra tief in private Nummern rein. Ja, Ey, tun die ja. Ne? Früher kamen die rein, haben über, weiß was ich, Wochenende Saufen, Konzerte, Schlägerei, Bumsen, was weiß ich was erzählt. Heute kommen die rein, nur Schicksale. Ne? Alles tot oder hier Drama. Ja, oder der kommt mit seiner Frau. 2 Wochen später kommt er mit seiner Freundin und 3 Wochen später kommt er mit seiner zweiten Freundin. Ja. Und jedes Mal erzählt er den Alten andere Storys, ne? Und dann immer so, ne? Zieht dich komplett mit rein, ne? Weil du hast seiner Frau was ganz anderes erzählt. Ne? Ja. Oder, ey, ganz ehrlich, da will ich nichts mit zu tun haben. Ne? Verstehe ich. Ja. Ja. Ne? So krass. Gut, abschließend. Prognose, Einschätzung von dir. Wird sich die schwindende Kundennachfrage, wird sich das wieder regulieren oder ist die Abwärtsspirale noch weiter nach unten möglich? Also ich glaube, es geht jetzt erstmal, ich habe letztens gesagt, das ist meine Prognose, 5 Jahre wird jetzt nochmal richtig tough für die Leute, die es wirklich ernst meinen, glaube ich. Und dann wird sich das Ganze gesund geschrumpft haben, weil ich bin mir ziemlich sicher, das, was ich an Werbung bekomme an Tattoo-Studios, die Leute, die da tätowieren, die machen es ja nicht aus Liebe zur Sache. Und wenn das mal nicht mehr, den ersten Monat mal nicht mehr die Miete ordentlich bezahlt, dann sind die auch raus. Und ich glaube, wir haben noch so den Biss, ich habe oft schon... Ja, jetzt redest du von Studiobesitzern. Ne? Was ist denn mit der Kundschaft? Kriegen die wieder mehr Bock auf Tattoos, wenn die Studios weniger werden? Ich glaube nicht, aber dann wird sich das auch so... Ich glaube, es gibt eine gewisse Kundschaft, die mit gewissen Studios auch ausstirbt. Also ich glaube auch irgendwann so, wenn ich jetzt so im Fitnessstudio bin, diese ganzen, ich nenne das mal diese ganzen aufgepumpten Typen mit Hand- und Unterarm-Tattoo, so Black and Grey Realismus, sonst nichts. Löwe, blaue Augen, Genau, Kompass. Ja. genau. Ich glaube, das stirbt auch genau mit diesen Studioketten aus. Ich glaube, das ist so... An dem Tag, wo Gucci eine Umhängetasche für Männer gemacht hat, haben diese Typen gemeint, sie brauchten eine Gucci-Umhängetasche für Männer. So, der Bedarf war vorher noch nicht da irgendwie. Ne? So. Nee. Und ich glaube, das geht so. Ich kann mir schon vorstellen, dass sich das so wieder so ein bisschen gesund schrumpft. Und, Eine nette Schablone ja. zu den Tattoo-Studioketten. Ne? Also ich glaube, hatte jetzt in den 80ern nicht das Gefühl, dass irgendwelche erwachsene Männer um mich rundherum das Gefühl hatten, dass sie eine Umhängetasche brauchten. So, ne? Das kam ja auch erst so mit damit. Ich weiß nicht. Ich glaube, Prognosen machen ist super schwierig. Vielleicht kriegen auch, wenn mein Sohn ist jetzt 25, vielleicht, wenn der mal Kinder kriegt, vielleicht kriegen die wieder mega hart Bock, so auszusehen wie der Opa. Wissen wir ja nicht. So, ne? Aber ich glaube, 5 Jahre wird es bestimmt nochmal tough. Ich kenne viele Tätowierer und Tätowiererinnen, die jetzt schon seit 10 plus Jahren tätowieren, die Nebenjobs brauchen. Das kenne ich aus meinem engsten Freundeskreis. Ich ja. auch. Ja. Also das ist halt einfach so, die schaffen es nicht mehr nur vom Tätowieren zu leben. Wenn du dich da durchbeißt, wenn du das schaffst, ich glaube, das wird sich vielleicht hinten raus wieder auszahlen. Wir werden sehen. Okay. Carlos, war wie immer super interessant. Es war eine Ehre, Ja? hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, danke fürs Kommen. Beim nächsten Mal weiß ich auch, wo ich hin muss. Ich Beim habe nämlich 3 verschiedene Anläufe gehabt. Beim nächsten haben wir es einfacher, weil wir ziehen ja jetzt bald in unser neues Domizil, da ist alles unter einem Dach. Perfekt, Da sehr haben wir gut. nur noch eine Adresse. Ne? Perfekt. Dann, ja, nochmal vielen Dank. Hey, ich habe zu danken. Leute, ich glaube, es war sehr interessant. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bleibt gesund. Verarbeitet die Informationen. Heute war eine Menge Informationen drin und freut euch aufs nächste Video. Bis Und dann. zieht ruhig die Kopfhörer mal aus, wenn Leute mit euch reden wollen. Zieht die ich glaube, wenige gucken hier zu, die Kopfhörer anhaben. Aber wenn, zieht sie aus, hört auf den Carlos. Das stimmt. Bis dann. Super.